Der Mann ist der Bully, die Frau ist die sich immer angepasst hat. Die ist irgendwann fertig, die kann nicht mehr. Im Patriarchat ist eigentlich, dass es einen Part gibt, der Macht über den anderen hat und der andere Part mitspielt. Sonst geht's ja nicht. Zur Macht gehören ja zwei. Das ist ja auch eine Dynamik, die kann lange gut gehen. Ja, die kann auch in gewisser Hinsicht stabil sein. Aber wenn ein Paar kommt mit so einer Dynamik, dann ist die Person, die unter diesem grandiosen Verhalten leidet, die Schlüsselperson erstmal. Also es braucht eine Person, die sagt, ich mache nicht mehr lange mit, und das kann die andere Person wachrütteln. Mindseed mit Leon Heimann. Dr. Angelika Egg ist Psychologin, Paar- und Sexualtherapeutin und sie spricht über das, was zwischen Menschen tatsächlich passiert. Über Macht, über Kontrolle und über Dynamiken, die oft so subtil sind, dass wir sie erst erkennen, wenn wir längst Teil davon geworden sind. Viele Menschen glauben, sie hätten sich einfach den falschen Partner ausgesucht. Aber oft steckt dahinter etwas ganz anderes. Unbewusste Muster, alte Prägungen und Machtspiele, die sich immer wiederholen. Nicht offensichtlich, sondern leise, in der Art, wie wir uns anpassen, wie wir Bestätigung suchen und wie wir anfangen, gegen unser eigenes Gefühl zu handeln. Genau darüber wollte ich mit Angelika sprechen, weil ich glaube, dass viele Menschen spüren, dass ihnen Beziehungen manchmal mehr Energie nehmen als geben, ohne genau benennen zu können, warum. In diesem Gespräch geht es darum, wie solche Dynamiken entstehen, warum sie sich so oft vertraut anfühlen und wie man erkennt, wann man längst das Spiel eines anderen mitspielt. Aber auch darum, wie man beginnt, da wieder herauszukommen, ohne sich selbst zu verlieren. Und wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne mal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Angelika, das Besondere an deiner Arbeit ist ja, dass du Paardynamiken mit gesellschaftlichen Dynamiken verbindest. Wie genau machst du das? Also erstmal in meinem Kopf, ja, dass wenn ein Paar zu mir kommt und die erzählen mir ihre Story, also was sie umtreibt, worüber sie streiten oder was sie leiden macht, dass ich dann einfach dazu denke, was davon ist nur eure Story und was hat zu tun mit anderen Faktoren. Das ist erstmal der erste Schritt, ja. Also besonders ist mir es in der Corona-Zeit aufgefallen. Da kamen die dann und waren so verstritten und so belastet eigentlich von dieser Zeit. Und es fühlte sich aber für die jedes Mal so an, als würden sie nur wegen der anderen Person so leiden oder so im Konflikt sein. Und da habe ich das so besonders stark gemerkt, dass ich dachte, machen wir mal das Licht an und schauen die Kulissen an, vor denen das ganze Stück hier spielt. Da war das so ganz pointiert. Und so geht's bei vielen anderen Themen auch. Also Sexualität sowieso, ja. Sexualität ist immer politisch. Und auch, auch die Geschlechterbeziehung und alle Konflikte, die darum gehen. Und auch Queerness, alles. Ja, und da kommt es ganz persönlich in die Praxis zu mir und gleichzeitig ist es da. Und dann denke ich, erstmal habe ich es im Kopf und dann spucke ich es aber nicht sofort aus, weil das nützt denen ja dann nichts, ne? In der Regel ist es eher, dass manchmal der Moment kommt, wo ich sagen kann, es ist so interessant, so wie es ihnen geht, so geht es anderen auch. Und dann können wir vielleicht in das Gespräch darüber kommen, was noch mit reinspielt. Und ich finde es deswegen wichtig, weil gerade in der Paartherapie auch viele Ansätze unglaublich stark nur auf diese Dyade schauen. Immer diese zwei. Ja, wie können die beiden wieder miteinander und so weiter. Und zu schauen, in welcher Zeit leben die, in welcher Gesellschaft leben die, was könnte von außen kommen. Das kann schon hilfreich sein, weil dann das wie ein neuer Ausgangspunkt sein kann für die Therapie. Nicht nur, also das Individuelle bleibt ja wichtig, aber auch zu schauen, wie wollt ihr euch denn verhalten zu dem, was euch umgibt. Ja. Und jetzt aus deiner Erfahrung, was sind so gesellschaftliche Dynamiken, wo du merkst, die beeinflussen immer wieder die Beziehungen von den Menschen, die in meine Therapie kommen? Da machen wir jetzt ein ganz, ganz weites Feld auf. Das werde ich wahrscheinlich nur unzulänglich abdecken können. Aber natürlich zuvorderst Geschlechterbeziehungen. Ja, wir leben alle in dieser Gesellschaft, die patriarchalisch geprägt ist. Das ist auch gerade, denke ich, an ganz vielen Stellen Thema. Es ist aber nicht so schlicht, dass man sagen kann, hier kommt der Patriarch mit seiner Ehegattin, sondern es hat ganz, ganz viele feine Verästelungen und hat viel zu tun dann ja mit Macht und Ohnmacht in Beziehungen,
mit Aufgabenverteilung auch, aber auch mit der Frage, wer passt sich wem an und ja, hat vielleicht danach aber einen Brass oder solche Sachen. Das fächert sich für mich sehr fein auf. Ich finde es ganz, ganz wichtig, das nicht so reduktionistisch in ganz wenige Muster nur zu gießen. Das ist ein großer Einfluss. Und Sexualität natürlich auch. Soziale Medien, die digitale Welt ist ein riesen Einflussfaktor auf die Frage, oder mit Einfluss auf die Frage, wie wollen wir lieben, wann sind wir was wert, wie kommen wir in Kontakt, ja, unzählige Dinge. Du hast ja in den letzten 2 bis 3 Jahren eine Ausbildung dann auch in den USA gemacht. Und du hast mir dann gesagt im Vorgespräch, dass du auch viel dort gelernt hast, weil die Sichtweise dort auch auf diese Dinge, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, teilweise ganz anders ist. Kannst du das nochmal erklären? Weil das ist ja vielleicht auch interessant, ne? Mal zu hören, okay, was sind das für Ansätze, die hier vielleicht auch noch nicht wirklich angekommen sind? Und was sind das für Perspektiven, von denen wir vielleicht auch was lernen können? Ja, lustig, dass du sagst, in den USA sehen sie, es hört sich ein bisschen so an, als ob man sagen würde, dort sehen sie die Dinge ganz anders. Ja, da sehen sie viele Dinge ganz anders, die wir vielleicht nicht übernehmen sollten oder noch nicht oder so. Genau, also ich möchte es ein bisschen spezifischer fassen, also was genau ich da gelernt habe. Und das hat natürlich mit der Person oder mit dem Team dort zu tun. Es handelt sich da um diesen Ansatz, Relational Life Therapy nennt er sich, paartherapeutischer Ansatz. Und ich bin ja schon lange als Paartherapeutin tätig und habe mehrere Ausbildungen gemacht und immer wieder flatterte diese penetrante Werbung von diesem Terry Real in mein Postfach und ich habe sie immer weggeklickt. Und dann kam auch Corona und ich dachte irgendwie so, ich möchte mich nochmal erfrischen, erneuern oder so. Und dann war der Zeitpunkt, als ich das angefangen habe und nochmal richtig Schulbank drücken, alles online natürlich, ja. Und viel, viel Arbeit reinzustecken, Videos zu produzieren, die dann feinstens analysiert werden. Und also ich würde sagen, vieles war schon anschlussfähig. Das war mir gar nicht so neu. Ich bin ja eigentlich eine systemisch geprägte Therapeutin, primär würde ich sagen. Und viele Dinge, gerade der Kontext und so weiter, das war mir schon alles vertraut. Und generell so paartherapeutische Moves, die wir dann so machen. Aber was sehr besonders ist an dem Ansatz, hat mir wirklich an einem Punkt sehr geholfen. Und zwar ist ein bisschen lustig, dass ich von einem über 70-jährigen Mann gelernt habe, mit Geschlechterdynamiken anders umzugehen oder was ich sehr, sehr zeitgemäß finde. Es war jetzt nicht so eine queer-feministische 26-jährige Therapeutin oder so weiter. Ja, es ist total interessant. Genau, also es geht um den Aspekt im Wesentlichen, wie auch Machtdynamiken in der Paartherapie adressiert werden können, sodass es produktiv wird für alle. Ja, also man könnte sagen, die Arbeit von Terry Real befasste sich vor zig Jahrzehnten mit dem amerikanischen Bully, wenn man so will. Ja, wie kann ich mit einem Mann, der vielleicht depressiv ist, aber auch ein Bully geworden ist, wie kann ich dem helfen, besser in Beziehung zu kommen? Und das hat zu tun mit einem konfrontativen Stil, aber gleichzeitig mit einer sehr, sehr sanften Art auch, ich sage jetzt mal, die Amis haben ja oft einen sehr weiten Traumabegriff, finde ich ja, das unterliegende Trauma fein zu berühren. Also ich würde sagen, der Begriff Carefrontation fasst eigentlich ganz gut. Also fürsorglich konfrontierend zu sein. Und das fand ich insofern gut, weil das in meiner Therapie, also wenn jemand sich beziehungsfeindlich verhält, ja, dann ist es für die Therapeutin manchmal nicht einfach zu sagen, ich konfrontiere dich in Anwesenheit deiner Beziehungsperson, weil dann schnell diese Balance im Paar gefährdet ist oder in der Therapie, ja. Eine Person erlebt es als Parteinahme, dann endet vielleicht die Therapie, was ja auch sein darf, aber es braucht ja dann gutes Maß oder ein gutes Fingerspitzengefühl, um auch unangenehme Dinge vielleicht anzusprechen und sich auch zu positionieren. Und nicht nur neutral zu sagen, ja, Sie sehen es halt so und Sie sehen es halt so. Und das habe ich da gelernt und das war, also unter vielen anderen Dingen, es hat mich irgendwie sehr bereichert oder ich übe das jetzt noch mehr, könnte man sagen, ja, das auch gut zu machen. Es gibt auch einige Fälle, wo das wirklich ein wichtiger Schlüssel für mich war. Ich habe das schon so gespürt, aber ich hatte so ein Unbehagen mit solchen Situationen und jetzt habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten, damit umzugehen. Das freut mich sehr. Und was macht diesen Bully aus? Was sind seine Charakterzüge? Das ist jetzt sehr plakativ gesagt gewesen, ne? Also es gibt natürlich auch da viele Facetten, aber letztlich, ich gehe mal weg von dem ganz klassischen Bully, den habe ich nicht so oft in meiner Praxis, ja. Aber stell dir jemanden vor, der sagt, ja, als wir dann gestritten haben, ja, dann habe ich halt den Heimtrainer kaputtgeschlagen.
oder sowas. Ja, so Gewalt, verbale Gewalt oder körperliche Gewalt. In so einem Originalvideo, wo Terry Real mit Paaren arbeitet hat, ist jemand so ähnlich gesagt, hat dann gesagt, ist doch toll, dass ich das Badezimmer zertrümmert habe und nicht die Frau. Okay. Also solche Kaliber, aber die sind nicht so häufig in meiner Praxis. Ja, das ist manchmal subtiler. Ja, jemand, der zum Beispiel einfach letztlich sich nicht gut empathisch einschwingen kann auf seine Beziehungsperson. Ich möchte jetzt mal von den Männern allein wegnehmen. Ja, es gibt auch Frauen, die das nicht machen, ja, die sich eigentlich grandios verhalten, die sich über die andere Person stellen, sich nicht empathisch einfühlen, keine eigenen Fehler sehen. Wir sind jetzt schnell natürlich bei narzisstischen Gedanken, aber so eng müssen wir dieses Label auch nicht machen. Also die Überschrift wäre eigentlich Grandiosität und der Gegenpol wäre Scham. Also sich über jemand anderen zu erheben, und das passiert ja an vielen Stellen in Beziehungen, ja. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Also grandiose, unreflektierte Personen, die eventuell auch noch ein Aggressionsproblem haben, so habe ich es gerade. Jetzt ist ja auch ein Aggressionsproblem, wenn man Sachen zerstört und dann nicht mit seinen Emotionen umgehen kann. Also man hat keine Beziehung zu seinen Emotionen dann auch. Kann man das so beschreiben? Ja, oder einfach die Regulation von Emotionen in prosozialer Weise, die fällt schwer, könnte man sagen. Ja, die ist nicht im Programm, oder die Strategien, die gelernt wurden, die basierten eher darauf, wie kann ich mich durchsetzen, weil wenn ich mich nicht durchsetze, wirst du es tun. Ja, das prägt schon einige Geschichten, die ich in meiner Praxis zu dem Thema dann gehört habe, wenn ich tiefer gehe. Ja, das ist auch so eine Tradierung von erfahrener Gewalt, dann wieder Ausübung von Gewalt oder Modell zu sehen, wobei Gewalt eben vieles sein kann. Ja, Grenzüberschreitungen kommen auf vielen Pfoten. Das muss nicht die Ohrfeige sein oder das Zertrümmern von etwas oder die ganz, ganz schlimme Beleidigung. Es gibt viel subtilere Formen. Und das heißt, dieser Ansatz, also ich habe ja auch schon mit anderen Experten hier über solche narzisstischen Persönlichkeiten und Strukturen gesprochen, auch und Dynamiken in Beziehungen. Und dann kam ja auch öfter mal die Aussage, ja, wenn du auf so eine Person stößt, dann verlass sie einfach, ne? Also einfach gesagt. Und das ist jetzt sozusagen ein Ansatz, der sagt, okay, und ne, vielleicht nochmal kurz, dann wurden halt solche Personen halt auch als Täter dargestellt. Ne? Das sind halt die Täter, ja, dann sind dann die vermeintlichen Opfer. Und dieser Ansatz, wenn ich das richtig verstanden habe, tut diese Person aber nicht in die Täterposition, sondern sagt, okay, die Person hat irgendwo ein Problem und du als Therapeutin versuchst sozusagen das nachzuvollziehen, die zu verstehen und den eventuell raus aus diesen toxischen Dynamiken zu helfen, damit diese Personen auch besser in Beziehung gehen können. Also du, jetzt mal zugespitzt gesagt, dieser Ansatz befasst sich mit der Täterseite. Ja, das ist sehr zugespitzt gesagt. Es ist so, ich mache das ja gar nicht so direkt. Ich halte das vielleicht, das große Plus ist, dass da 2 Leute sind. Und das ganze Ding klappt nur, wenn die Person, die sich vielleicht so grandios verhält, die Beziehung nicht verlieren möchte. Das heißt, die zweite Person, die da sitzt, ist enorm wichtig. Das könnte jetzt eine Beziehungsperson sein, machen wir es mal stereotyp, der Mann ist der Bully, die Frau ist die sich immer angepasst hat und so weiter, ja. Und es kann sein, dass die ist irgendwann fertig, die kann nicht mehr, ja, obwohl sie immer versucht hat, sich anzupassen, aber vielleicht auch ein Mordsressentiment dabei aufgebaut hat. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Diese Kollusion im Patriarchat ist eigentlich, dass es einen Part gibt, der Macht über den anderen hat und der andere Part mitspielt. Mhm. Sonst geht's ja nicht. Zur Macht gehören ja 2, ja. Und das ist ja auch eine Dynamik, die kann lange gut gehen. Ja, die kann
auch in gewisser Hinsicht stabil sein. Aber wenn ein Paar kommt mit so einer Dynamik, dann ist die Person, die unter diesem grandiosen Verhalten leidet, die Schlüsselperson erstmal. Also wir haben nicht mit einer Individualtherapie zu tun, wo man sagt, du bist ja Narzisst, jetzt müssen wir mal gucken und so. Und wo die Therapeutin da vielleicht eine Agenda hat. Also ich habe die in dem Sinn nicht. Ich sehe 2 Leute, die vielleicht am Rande der Trennung oder so stehen. Und dann ist die Frage, wollen die zusammenbleiben? Das heißt, du bewertest nicht deren Beziehung, sondern du hast sozusagen den Auftrag, die Beziehung besser zu machen. Oder wie kann ich das verstehen? Weil, so wie ich das jetzt verstehe, also es gäbe wahrscheinlich andere Therapeuten, die sagen würden, ja, ich sehe jetzt die Opferseite und ich sehe den Täter und ich werde dem Opfer sagen, das Verlass den Typ. Richtig. Genau. Und das ist ja dann nicht deine Haltung. Ja, das klappt ja meistens. Mich würde interessieren, was die anderen Therapeuten dann für Erfolge damit haben, wenn sie einer Klientin oder so sagen, verlass den Typ. Das sind in meiner Praxis immer sehr langwierige Prozesse. Also wenn ich jetzt ins Einzel denke, ja, wo ich der Person, die da leidet, vielleicht erstmal helfe, zur inneren Stärke zu finden, Bewusstsein für eigene Grenzen wieder zu erlangen, solche Dinge, sodass sie irgendwann in die Lage kommt, sich zu trennen. Und das wäre jetzt paartherapeutisch auch ein wichtiger, deswegen sage ich, die Person ist eigentlich die Schlüsselperson erstmal, weil nur wenn ich sagen kann, ich erreiche eine Grenze, ich lasse mir bestimmte Dinge nicht mehr gefallen oder ich bin weg, dann haben wir genug Gewicht für die Therapie. Wenn die Person sagt, naja, so ist er halt oder so ist sie halt, und ich die Frage stelle, was müsste passieren, damit sie sich trennen? Und die Person würde dann sagen, ja, ich weiß auch nicht, wir haben es ja auch manchmal gut oder so. Dann können wir therapeutisch bei so einer Konstellation nicht so viel reißen. Also es braucht eine Person, die sagt, ich mache nicht mehr lange mit, und das kann die andere Person wachrütteln. Vielleicht können wir das mal aus so einem anonymisierten Beispiel aus deiner Praxis verdeutlichen, wie so eine Dynamik aussehen kann. Ja. Und dann auch würde mich mal interessieren, wie sehen auch die Biografien dahinter aus? Ne, dass die eine Person, ich sage jetzt wieder zugespitzt, in so einer Täterposition ist und die andere in so einer Opferposition ist und dass sie das aber beide mitmachen. Also interessanter finde ich es nochmal aus der Opferposition, dass man das dann halt auch die ganze Zeit mit sich machen lässt. So, was führt dazu, dass man da so einen geringen Selbstwert hat und da nicht für sich einstehen kann über Jahre? Ja, mir fallen jetzt viele Fälle ein. Ich mache ein bisschen langsam, damit ich sie gut anonymisiert kriege. Ja. Ja, damit wir niemanden, damit niemand sichtbar wird oder vielleicht zuhört und sich dann sichtbar macht. Da merke ich, da rücke ich immer sehr nah zu meinen KlientInnen, wenn ich sowas gefragt werde, aber trotzdem illustriere ich es gerne. Also da sind sehr viele Fragen drin in dem, was du gesagt hast. Ja. Also ich denke jetzt an ein Paar, da hat mich zuerst der Mann kontaktiert. Ich habe ja auch eine sexualtherapeutische Praxis, Schwerpunkt. Und der kontaktierte mich erstmal mit der Frage, was er machen soll. Er sei so im Konflikt, weil er verspüre diesen Drang nach einer bestimmten Art von Sexualität ganz, ganz stark, die er mit seiner Partnerin nicht leben kann. Und er möchte das unbedingt ausleben, aber er weiß, wenn er das macht, dann verliert er die Ehe. Was war das für ein Wunsch? Genau, den wollte ich jetzt ein bisschen verschleiern, ne? Einfach ein Wunsch nach einer bestimmten Körperform, damit Frauen zu schlafen, die diese Körperform haben. So sage ich jetzt mal ein bisschen erweitert. Ja. Okay. Und diese Körperform hatte seine Partnerin nicht. Also die zum Beispiel einen besonders... Sagen wir einfach mal Hintern. Einen besonders großen Hintern haben. Sowas, okay. Genau, ja. Ist ja auch naheliegend zu vermuten, woher solche Bilder kommen. Und das war bei ihm dann auch natürlich durch Pornografie genährt und gestärkt, aber hatte auch nochmal einen viel früheren Bezug, ja, warum diese Fetischisierung dieser Körperform wichtig war. Ja, weil das war, jetzt springe ich schnell sehr weit vor, ja, auch etwas, was ihm Trost gespendet hat, als er sehr klein war. Also es gab frühe biografische Bezüge, die sich dann so verselbstständigt haben zu dieser sexuellen Vorliebe, aber die hatte er schon viele Jahre. Aber jetzt wurde es auf einmal so ganz, ganz wichtig, ja, und sehr, sehr konflikthaft aufgeladen, hohe Konfliktspannung auch mit der Partnerin und Trennungswahrscheinlichkeit hoch, suizidale Momente gab es in dieser Beziehungsdynamik von beiden Seiten, also wirklich eine Hochspannung. Und das war ein Fall, wo ich erst mir mal ein Bild machen musste, was spielt denn hier alles zusammen? Was ist das überhaupt? Ja, mich erstmal beruhigen, dass wir jetzt nicht so schnell zu einer Lösung kommen müssen, auch wenn die kurz davor waren, da überzuschnappen. Und es war einfach interessant, weil sich zeigte, dass in diesem Fall die Partnerin sich lange, lange Zeit angepasst hatte.
Die sind zusammen eingewandert hier nach Deutschland und waren eigentlich auch in dem Sinne ein gutes Team, ein gutes Überlebensteam, totale Achiever, ja, haben ja sehr viel erreicht. Und sie begann sich zu emanzipieren. Sie hat irgendwann gespürt und sich auch stark weitergebildet, weg von dem Herkunftssystem, genug Abstand gehabt und gemerkt, gewisse Dinge möchte ich mir nicht mehr gefallen lassen. Ich möchte mich nicht mehr so bestimmen lassen. Ich habe da mitgespielt, mich angepasst, das habe ich so gelernt, da wo ich herkomme. Ja, ich kann das auch sehr gut, aber ich merke, es erdrückt mich, ich kann nicht mehr. Und sie hatte begonnen, so eine Stärke zu entwickeln und das hat ihn massivst verunsichert, weil er kannte nichts anderes. Wo er aufgewachsen ist, herrschte Gewalt. Und entweder dir wird Gewalt angetan oder du tust Gewalt an. Die Geschichte erzähle ich nicht im Detail, weil die sehr vulnerabel ist, ja. Und Vielleicht kannst du Beispiele nennen aus anderen Fällen, ohne das jetzt darauf zu beziehen, dass man das besser ich denke, danke für den Hinweis, ich denke sofort an viele andere Fälle. Ja, ich denke an einen anderen Mann, der zu mir kam, da war der schon über 70 mit seiner Partnerin, 30 Jahre Scheißehe und späte Aufarbeitung auch von solchen machtvollen Dynamiken. Und da wurde bei ihm auch deutlich, dass er Opfer von Gewalt geworden ist, vom Vater, ja, tradiert, ja, vom Vater geprügelt, von anderen Jungs verfolgt, dann immer Schwierigkeiten auch mit Männerfreundschaften und dann nichts anderes gelernt eigentlich, nicht gelernt, sicher in Beziehung zu gehen, auf Augenhöhe mit anderen. Und das ist so tief eingeschrieben, dass erstmal nichts anderes zur Verfügung steht. Und ich konnte es bei dem Klienten, von dem ich eingangs jetzt berichtet habe, so gut spüren. Also wir konnten eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung aufbauen und dann wurde einfach deutlich hinter diesen gewaltvollen oder eben bestimmen wollenden Versuchen steckt eine große Unsicherheit. Ja, und einfach ein Unwissen darüber und keine Erfahrung darüber, wie Beziehung auf Augenhöhe überhaupt gehen kann. Was kann ich dafür tun und ist es überhaupt sicher? Und es war total berührend, weil er sich dann konfrontieren ließ, weil er wollte nicht die Ehe und die ganze Existenz verlieren. Das war ein Horror, ja. Diese Vorstellung, dass das passieren würde. Und der ließ sich konfrontieren und es ist einfach nützlich, wenn man zu jemand sagt, das, was sie machen, ist Gewalt. Und über Gewalt können sie keine liebevolle Beziehung aufbauen, die sie nährt. Es geht einfach nicht. Und dann ist der Move, den ich davor nicht konnte, zu sagen, möchten Sie, dass ich Sie dabei unterstütze, das zu lernen? Ich würde gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den du eingangs genannt hast, mit dieser Vorliebe. Ja. Warum hast du das am Anfang genannt? Warum, also jetzt, wie ist der Kontext? Ich verstehe gerade noch nicht so ganz den Zusammenhang jetzt zu dem, was du danach erzählt hast. Wie ist das miteinander verwoben? Tja, jetzt habe ich dich in die Komplexität meiner Therapieprozesse reingezogen. Faire Rückfrage, muss ich wirklich sagen. Es ist so, in der Therapie ist ja interessant, was ist die Eintrittskarte? Kommt ein Symptom. Und das Symptom ist dieser dranghafte Wunsch in diesem Fall, ja. Vielleicht auch diese fetischisierte Vorliebe, die jetzt aber ja zum Problem wird oder so. Und seine Idee war ja, die Therapeutin soll ihm helfen, entweder diesen Wunsch loszulassen, ja doch vor allem diesen Wunsch loszulassen, damit sein Leben gerettet bleibt. Darf ich mal kurz fragen, dieser Wunsch, war der jetzt schon immer da bei ihm oder kam er dann auf einmal stark zum Vorschein? Und warum war das so? Also das würde ich mal gerne besser verstehen. Ja, siehst du, so ging es mir auch. Erstmal so, Ja, was ist denn damit? Wieso ist denn das jetzt so wichtig in deiner Lebensmitte auf einmal? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und so, er wusste es ja auch nicht so recht erstmal. Dann haben wir uns eine Weile damit befasst und immer getragen, aber erstmal von diesem Druck, das muss weg. Ja, es muss irgendwie weg. Also er konnte das schwer aushalten. Und dann habe ich auch erstmal so gefragt, wie lange ist denn das schon da? Und wenn man genau schaut, war die Vorliebe schon immer da, aber sie war nicht so rigide. Er war nicht so überfokussiert auf das eine. Dann war die nächste interessante Frage, wieso ist denn das jetzt gekommen? Auf einmal wird es zum Alles- oder Nichts-Ding. Und da haben wir uns eine Weile mit befasst und eben bei diesen Menschen war es so, und das haben wir öfter in Therapie, dass eigentlich so eine Entwicklungsschwelle da war. Also da gab es eine lange Anstrengung, irgendwie zu funktionieren und Ziele zu erreichen und jetzt war ein Plateau erreicht.
Ziele waren erreicht worden und dann kommt die Emanzipation der Frau. Und das war destabilisierend, das war sehr verunsichernd, wurde sehr verunsichernd erlebt von der Person. Und so habe ich es mir dann erklärt, wir wissen es ja letztlich nicht, ja, dass dann sowieso so ein Anker da ist, ja, dann fokussiert sich alles auf diesen Reiz oder auf diesen Wunsch. Und es stellte sich mit der Zeit für uns beide raus, dass es nicht um Sex geht dabei, sondern dass es eigentlich etwas war, was mit der Emotionsregulation zu tun hat. Ich gehe jetzt wieder weg von diesem Fall, damit es nicht zu spezifisch entblößend wird, vielleicht für die Person. Also wenn es um sowas geht, dann frage ich meistens irgendwann, und wenn Sie dann zum Beispiel diese Pornos anschauen oder wenn Sie dahin wollen und das ausleben wollen, haben Sie denn eine Erektion dabei? Und meistens ist die Antwort nein. Und das ist ein sehr gutes Datum, ein sehr guter Beleg dafür, dass es eigentlich um was Emotionales geht oder psychisch-Emotionales. Also damit ich es nochmal verstehe, jetzt als ein Beispiel diesen Mannes, so er war es gab eine Beziehung und diese Beziehung, da war auch ein gewisses Machtgefälle in dieser Beziehung. So, dann waren die zusammen sehr erfolgreich, haben ihre Sachen erreicht, die sie immer erreichen wollten. Gleichzeitig hat dann die Frau angefangen, das Machtgefälle zu verändern, indem sie sich emanzipiert hat. Und dann kam auf einmal in dem Mann ein Wunsch auf, beispielsweise ich stand schon immer auf Frauen mit größeren Hintern und auf einmal merke ich, okay, jetzt zieht mich das da noch mehr rein und ich denke nur noch daran und kann an nichts anderes mehr denken. So. Und so ein Lebenshunger, also ich muss das erleben, vielleicht auch manchmal, es steht mir zu, ich muss das erreichen, so, das kam auch noch so dazu. Oh, okay, ja. Ja. Letztlich interessant, also ist verständlicher geworden? Ja, ich verstehe mal noch nicht, warum dann sowas auf einmal kommt, aber bin ich jetzt gespannt, was du jetzt erzählst, ja. Wir können jetzt Fensterchen für Fensterchen aufmachen und ja, nachher schauen wir, ob wir alle wieder zukriegen, weil ich habe jetzt wirklich einen sehr komplexen Fall ausgewählt, wie ich finde, aber ich finde ihn auch so schön und berührend, deswegen finde ich es auch gut, dass wir ihn haben. Also man könnte sagen, also wir haben jetzt diese zwei Themen da drin, ja, dieses Machtgefälle oder die Machtdynamik und Sexualität. Da verknüpfen sich jetzt zwei Themenstränge, wenn wir so wollen, in dem Fall. Und Sexualität hat ja an sich keine Bedeutung, außer Fortpflanzung, vielleicht Oxytocin, Bindung und so weiter. Das heißt, wir laden die oft mit Bedeutung auf. Und deswegen frage ich da so genau, was bedeutet es denn für Sie, diese Vorliebe oder dass Sie das leben wollen? Und dann wissen die Leute oft erstmal nichts zu sagen und dann kommen sie so langsam dahinter, wenn wir da dranbleiben, verstehen zu wollen, für was das gerade steht. Und nach einer ganzen Weile von Suche, wo ich schon so viele Hypothesen hier drin hatte und er nur unter Spannung war, ja, kamen wir dann beide zusammen und auch er konnte sozusagen nicht nur sehen, sondern auch fühlen, ich reguliere Emotionen darüber, ich reguliere Spannung darüber. Das hat sich mit einer bestimmten Bedeutung aufgeladen und das hat ihn dann sehr entlastet, weil dann dieser ganze Konflikt, wie muss ich Sex leben und mit wem kann ich das und was zerbricht dann, das ist dann milder geworden und dann konnten wir die Hintergrundthemen bearbeiten. Okay. Das heißt, wir haben es mit einem ganz großen Lebensübergang oder einer Übergangskrise zu tun gehabt, einer Entwicklungskrise, wenn wir so wollen. Und da arbeiten wir uns halt Schicht für Schicht da rein. Und das Interessante ist eben in der Therapie immer, es kommt ein Symptom und dann wollen die das Symptom weg haben oder sowas, ja. Und dann ist ja irgendwann die Frage, wenn das ist, was wir auf der Bühne sehen, was steckt dahinter? Oder was, wenn wir vertiefen, was ist das Problem hinter dem Problem oder so ähnlich? Das heißt, Fetische haben was mit Spannungsabbau zu tun. Vorsicht mit Generalisierungen. Oder wie kann ich das verstehen? Also, weil wir kennen das ja alle, ne? Ich glaube, oder viele, es gibt natürlich auch asexuelle Menschen und so weiter, aber ich denke, viele haben ja eine gewisse Vorliebe beim anderen Geschlecht. Oder auch vielleicht beim gleichen Geschlecht, ne? Ich kenne das von mir, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Es gibt gewisse Körperattribute, Merkmale, die finde ich besonders attraktiv, das ist einfach so. Und dann haben wir jetzt gerade festgestellt, bei einigen Menschen ist das auch extrem. Und das macht für mich schon Sinn, was du sagst. Wenn wir das dann schaffen, das zu erreichen oder wenn wir vielleicht dann
diesen Fetisch in irgendeiner Form ausleben können in der Beziehung, dann kann es zu einem gewissen Spannungsabbau führen. Und was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist, dass das vielleicht auch manchmal nur symbolisch dafür steht, Spannung abzubauen, aber und wir verstehen nicht, dass wir eigentlich, also wir denken, wir haben einfach eine sehr große Anziehung zu diesem Fetisch, sage ich mal, aber wir verstehen vielleicht nicht, dass wir eigentlich Spannung abbauen wollen, den wir vielleicht auch über einen ganz anderen Weg abbauen können. Jetzt habe ich dich auf die Fährte gelockt mit dem Spannungsabbau. Ne? Das war jetzt ein bisschen fallspezifisch. Also erstmal für alle da draußen und auch für dich, bestimmte leblose Gegenstände oder Körpermerkmale toll zu finden, also sie zu fetischisieren, go for it. Und es kann sehr lustvoll sein, es kann sehr viel Spannung aufbauen, die lustvoll erlebt wird. Ja, also irgendein Kink kann die Sexualität bereichern und so weiter. Ich möchte es gerne ein bisschen breiter aufziehen, dass wir es nicht nur auf eine Funktion festlegen, weil eben, wie ich es gesagt habe, Sexualität laden wir mit Bedeutung auf. Und jetzt in meinem Job ist es immer interessant, immer wieder Sherlock Holmes zu spielen, zu gucken, was ist es denn jetzt bei der Person genau? Zu mir kommen ja auch immer Leute, die irgendein Leiden haben, ja, mit etwas. Und deswegen würde ich es gerne für uns hier nochmal breiter aufziehen und sagen, es ist auch total toll, etwas zu fetischisieren. Es ist eigentlich da immer die Frage, wie rigide ist das? Ja, weil wenn wir jetzt eine Beziehung hätten und ich würde mich nur für dein Ohr und für dein Ohrring interessieren, fändest du es vielleicht ein bisschen doof und beim Sex schon mal dreimal oder so, ja, dann kommen so andere Aspekte rein, die das problematisieren, wenn es zu rigide ist oder wenn es verbunden ist mit etwas Zwanghaften, Dranghaften, ja, dass sich zu viel auf diesen Reiz fokussiert, dann wird es schwierig. Oder auch, es gab mal schon einen alten Sexualwissenschaftler namens Morgenthaler, der gesagt hat, der Fetisch ist sowas wie die Plombe in der Identität, also wo was wackelig ist oder hohl. Da gibt es diesen Anker. Und da musste ich in diesem Fall dran denken, ja, hier wird ein Sicherheitsanker draus. Ich kann mich auf dieses Objekt fokussieren. Das stabilisiert mich irgendwie psychisch, emotional. Ja. Und deswegen, genau, und Sexualität insgesamt zum Spannungsabbau. Ich frage die Leute ja meistens auch, warum machen sie Solosexualität? Was ist denn da dran? Was bedeutet es für sie? Dann sagen mir auch viele Spannungsabbau. Emotionale Spannung abbauen oder Emotionen regulieren. Und problematisch wird das vor allem dann, wenn es zum Beispiel übermäßigen Konsum digitaler Sexualität gibt oder so, dass das eine ganz große Funktion bekommt im Leben einer Person, sodass andere Sachen, echte Beziehungen weniger gelingen oder Sexualität mit echten Menschen schwieriger wird. Also ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen, wenn ich Solo-Sex habe, dann ist das wirklich ein Spannungsabbau. Es ist auch ein Gefühl von ich habe mich letztens damit beschäftigt, so was gibt dir das eigentlich? Was ist das für ein Gefühl? Ist es ein Gefühl von Wärme? Ist es ein Gefühl von Verbundenheit? Ist es ein Gefühl von Ekstase auch? Und dann aber der Vergleich, finde ich, also es ist für mich was anderes, wenn ich Solo-Sex habe oder mir ein Porno anschaue. Wenn ich mir ein Porno anschaue, habe ich das Gefühl, das betäubt mich irgendwie so. Ja. Das macht mich ein bisschen gefühlloser. Also ich hatte auch Phasen, da habe ich viele Pornos geschaut. Ich bin betäubt durchs Leben gegangen, würde ich sagen. Also und wenn ich zum Beispiel, auch interessant, ich habe da viel mit mir auch experimentiert. Wenn ich wenn ich mal mehr verzichte auf Solo-Sex und so weiter, merke ich, habe ich auch mehr so emotionale Peaks. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber kennst du zum Beispiel diese Gänsehautmomente, die man manchmal am Tag hat? Ja. Ich habe das mehr, wenn ich verzichte, habe ich das mehr. Und das ist jetzt ein Beispiel für so einen Peak, der oben ist. Ja. Und ich habe dann aber auch mehr so Downpeaks. Also ich habe das Gefühl, meine Emotionen sind stärker. Interessant. Ich weiß nicht, ob du das schon mal untersucht hast oder so. Aber long story short, Spannungsabbau kann ich bestätigen und aber auch so einen gewissen Betäubungseffekt. Ja. Wenn man das ich habe das vor allen Dingen halt bei medialer Unterstützung, nenne ich es jetzt mal, beobachtet. Ja, mediale Unterstützung. Sehr diplomatisch. Ja, genau. Ja, ach, erstmal berührt es mich irgendwie, dass du so offen darüber sprichst, weil ich glaube,
du bist auch ein Vertreter deiner Zeit oder wir sind ja alle Vertreter unserer Zeit oder Vertreterinnen. Aber das ist, glaube ich, einfach ein größeres Thema, zu dem wir jetzt auch eine Tür aufmachen damit. Umgang mit digitaler Sexualität, Pornografie, aber es gibt ja auch noch andere Sachen wie OnlyFans oder so. Ja. Ja, so, meine Kollegin Johanna Degen würde sagen, parasoziale Beziehungen, ja, im sexuellen Bereich. Und jetzt aber zurück zu dem, was du gesagt hast. Also, wenn es um Emotionsregulation geht, dann ist es ja erstmal auch funktional. Also wenn du merkst, wow, das stabilisiert mich irgendwie, wenn ich Sexualität mit mir selber habe, also es ist ja so ein Korridor, wenn man so will, ja, ist ja auch gut ein Stück weit reguliert zu sein. Also zu starke Peaks strengen uns an oder sind wir instabil. Bei dir habe ich jetzt eher so rausgehört, dass du sagst, die Lebensintensität oder Lebendigkeit scheint mir größer zu sein, wenn ich nicht zu viel Energie durch exzessive Solosexualität verballer. Hast du es so gemacht? Ja. Ja, also ich habe noch mal kurz an 2 Sachen gedacht, die kann ich hier noch mal geben als Info. Ich rede auch gerne darüber, weil ich mir denke, das ist ja, ich bin nicht der Einzige, wir alle kennen das, ne? Deswegen empfinde ich da auch gar keine Scham, darüber zu reden. Ja, genau, also ich fühle mich, glaube ich, selbst gut, wenn ich das nicht zu sehr bewerte, weil das habe ich manchmal auch, ich habe mich manchmal auch schuldig gefühlt, wenn ich dann so Solo-Sex hatte oder mir ein Porno angeschaut habe. Und das kommt, glaube ich, auch irgendwo aus so einem Moment in meiner Vergangenheit, wo ich mal einmal als Jugendlicher masturbiert habe in meinem Zimmer, wo ich das neu entdeckt habe. Und dann kam mein Stiefvater einfach rein. Und dann war Scheiße. Das war richtig scheiße. Und dann ging er auch nicht mehr raus. Ging ja nicht mehr raus? Ja, und ich, das war tatsächlich sogar am Höhepunkt. Ich war gerade zum Ejakulieren und so. Das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Das war so voll die beschämende Erfahrung. Und ich habe manchmal frage ich mich, okay, ist es das der Grund, warum ich mich heute selber manchmal ein bisschen dafür beschäme? Aber zurück zu deiner Frage. Deswegen, ich fühle mich eigentlich am besten, wenn ich das einfach, soll ich das erklären? Mich nicht dabei bewerte, ne, und das als etwas Normales erachte. Good for you. Eine Sexualität, die in uns ist, die auch, der man auch Ausdruck verleihen darf. Und trotzdem, wenn ich mich, also mir persönlich habe ich das Gefühl, Pornos tun mir nicht gut, weil das wie das ist so eine mediale Verzerrung. Entspricht nicht der Realität. Ja. Da ist auch oft, in Pornos ist ja auch oft ein Machtgefälle. Und du konsumierst es ja, weißt du, das geht auch in dich rein. Ja. Diese Geschichte, die dort irgendwo erzählt wird. Das ist so mein Take damit. Und am besten ist es immer, wenn man das einfach irgendwie auf natürliche Art und Weise macht. In Kontakt mit sich selbst. In Kontakt mit anderen Menschen, ja genau. Also oder mit sich selbst und anderen, wenn sie Richtig. verfügbar sind, aber vor allem auch in Kontakt mit sich selbst. Ja. Ich finde es wirklich sehr wertvoll, dass wir darüber sprechen können und du von dir erzählst an der Stelle. Und ich finde gut, wie du sagst, wie du dich spürst darin. Also, dass du zum Beispiel merkst, es tut mir nicht so gut. Das ist ganz interessant, weil ich bin als Sexualtherapeutin ganz, sagen wir mal, pornoliberal sozialisiert worden in der ersten Stunde sozusagen, ja. Und es ist ja auch immer noch ein gemischtes Bild. Ja, es gibt immer noch Leute, die sagen, ich genieße Pornografie und so weiter. Aber es hat sich vieles anders entwickelt und die Massen, die auf gerade junge Menschen einströmen, dass es vielleicht manchmal die einzige Bezugsquelle ist von sexuellem Lernen beispielsweise. Das ist wirklich problematisch, aus genau den Gründen, die du jetzt nennst. Ja, also ich bin nicht mit mir in Beziehung und ich habe diese Verzerrung. Ich hatte vorhin ja schon mal Johanna Degen erwähnt, die dazu viel forscht und also über parasoziale Beziehungen eben. Und sie hat es so ähnlich formuliert, ich hoffe, ich kriege es jetzt gut präzise ausgedrückt, dass sozusagen, obwohl wir wissen, dass Pornos nicht echt sind, also ein Teil von uns weiß das, gibt es offenbar keine Mechanismen, die verhindern, dass das trotzdem 1:1 irgendwie auf uns einwirkt und dann Teil unseres psychisch-emotionalen, körperlichen Systems irgendwie wird. Das heißt, wir können uns nicht so richtig gegen diese Einflüsse wehren. Ich weiß nicht, in welchen Worten sie es jetzt sagen würde, aber so habe ich es verstanden und ein Stück weit hast du das gerade auch gesagt, also habe ich zumindest gehört, ja, dass das was mit einem macht, vor allem wenn man sich dem massiert aussetzt und wenig andere Erfahrungen macht, die vielleicht ein Gegengewicht bilden. Und du hast ja auch Betäubung erwähnt, ja. Es ist einfach schön zu hören,
wie jetzt du ein Beispiel dafür bist, dass die Selbststeuerung dann greift und irgendwann sowas kommt wie, dann gucke ich vielleicht mal ein bisschen weniger und mache das anders, dann bin ich mehr mit mir im Kontakt oder so. Das gelingt manchen eben dann nicht mehr so gut, weil sie vielleicht emotional instabil sind oder ein leeres Leben haben, wo sie wenig Bezugspunkte haben, die eine Alternative bieten. Und dann doch dieser Dopaminkick, ja, der dann so wichtig wird, doch immer wieder über das Stimulusmaterial gesucht wird, sodass ich jetzt im Laufe der Jahre immer mehr zu tun habe mit dieser Thematik und auch meine Haltung gegenüber Pornografie und digitalen Angeboten stark ausdifferenziert habe. Ja, es gibt ja viele Gründe, auch ethische Gründe und so weiter, Ja. Produktion und so. Aber ich meine jetzt rein psychoemotionale Gesichtspunkte, die bewerte ich heute wirklich anders. Was ist denn heute deine Haltung dazu? Hast du selber auch Pornos konsumiert? Ja, immer wieder. Es war jetzt nie einen großen Teil meines Sexuallebens ausgemacht. Vom Berufswegen muss man ja auch mal nachschauen, was es so gibt. Aber auch sonst, ich habe das eine Zeit lang, es gibt ja auch viel feministische Pornografie. Es hat mich nie so richtig gehuckt, aber ich möchte Feministische Pornografie, wie sieht das aus? Also wie kann man sich das vorstellen? ja, einfach, ich weiß nicht, Paulita Pappel oder Erika Luss ist schon länger im Geschäft damit. Einfach Pornografie, die erstmal ethisch sauber ist sozusagen, was die Produktionsbedingungen betrifft, aber auch was Inhalte betrifft. Zum Beispiel Safer Sex kommt darin vor und solche Sachen, ja. Oder Erika Lust hat sich ganz lange, ich weiß nicht, ob sie das noch macht, Fantasien schreiben lassen und die hat sie dann filmisch umgesetzt oder so, ja. Und ein bisschen mehr Kontext darum, also andere Produktionsbedingungen, aber auch andere inhaltliche Produkte. Mehr mit Story und mit Story und eben bestimmte Praktiken, auch vielfältigere Praktiken, auch queere Praktiken und so weiter, ja, kommt darin vor. Also ja, ich habe auch mit Pornos schon öfter Berührung gehabt. In meinem Sexualleben hat es nie so eine große Rolle gespielt. Ich glaube, es hat bei mir mit einem ähnlichen Punkt zu tun, den du schon erwähnt hast. Ich bin gern mit mir selbst vor allem in Verbindung und wenn es geht, auch noch mit einer anderen Person, ja, meinem Partner zum Beispiel. Ich funktioniere so besser irgendwie. Aber ich habe natürlich auch, ich meine, ich bin 1980 geboren, ja. Und ich war ein Mädchen, bin eine Frau und so weiter. Ich denke, dass es schon auch gerade für Jungs ein Thema ist. Ja, und wir wissen, dass Kinder oft unfreiwillig so, ich habe die letzte Zeit, die ich mir gemerkt habe, ist nicht stichhaltig, ich weiß nicht genau, ob sie noch stimmt. Ich glaube, im Durchschnitt mit 11 mit pornografischem Material oder digitalem sexuellem Material in Kontakt kommen, ohne es selbst aufzusuchen. Insofern, meine Haltung hat sich so verändert, dass ich die Risiken von Pornografie und digitalen Interaktionen rund um Sexualität höher einschätze als früher. Das heißt nicht, dass ich moralinsauer drauf blicke. Es ist einfach nur so, dass ich hellhöriger bin, wenn ich neue Kundschaft bekommen. Ich frage dann immer, wie ist denn ihre digitale Welt überhaupt, wenn es um Sexualität geht, auch wie sieht das aus, wie fühlen die sich dabei und dann, wenn es so Thema wird, also gerade sexuelle Funktionsstörungen berichten auch Leute oft im Zusammenhang, dann bei Pornografie geht das alles ganz schnell und mit viel Kraft und starken Reizen. Wie soll denn ein echter Mensch eine solche Reizkonstellation aufbringen? Und dann haben sie oft Probleme mit der Erektion, ja, auch mit dem Genuss, ja, die Vorlieben verändern sich, haben perfektere Körperformen eben zum Vorbild. Wie soll ich denn die ganzen Muttermale oder Speckschwarten irgendwie da integrieren können? Das ist dann wirklich eine Lernaufgabe, das neu zu integrieren. Und da sehe ich schon Probleme. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es immer wieder Leute gibt, die Pornografie gut handeln können, ja. Deswegen möchte ich es nicht so schwarz-weiß zeichnen, aber die Gefahren oder die negativen Folgen sehe ich höher an, weil es auch so massiert kommt. Aber das betrifft nicht nur Pornografie oder Sexualität. Alles Mediale ist sehr massiert. Wir haben wenig Schutzmechanismen. Ist ja bei den Kindern jetzt gerade großes Thema, ja, ihre Sicherheit diesbezüglich oder die Auswirkungen auf Entwicklung. So ungefähr. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Fall. Also dieser Mann hat dann diesen Fetisch da entwickelt und wie konntest du ihm dann helfen? Ja, also das ist mitten im Prozess drin. Okay. Ja. Wie gesagt, total wichtig war, da konnte ich nicht viel machen, sondern das war eine große Ressource. Wie ich es eingangs gesagt habe, es sind 2 Leute gewesen, die um ihr Überleben banken. Und da gab es die Frau, die gesagt hat, ich will mit dir, aber so nicht mehr.
Das heißt, zu Beginn der Therapie gab es bei ihm noch nicht so viel, ja, prosoziales Einfühlungsvermögen im Sinne von, ach so, dir geht's schlecht und was könnte ich jetzt tun? Es gab da kein Repertoire, weil wirklich die Gewalterfahrung der eigenen Entwicklung, die Lieblosigkeit in der eigenen Entwicklung so übermächtig waren, dass gar nichts anderes da war. Und das habe ich so erlebt. Ich rede jetzt nur von meinem Erleben, ja. Das war schon wie so ein Gap, wo es total gut war, dass jetzt ich da bin, einfach nur um den Prozess zu halten, ja, um Zuversicht zu spenden. Ich sage sowas ganz selten, aber ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, Sie schaffen das oder sowas, ja. Also wirklich auch Hoffnung zu geben, ohne dass ich ja weiß, was sie dann einlösen werden. Also es sind eine ganze Reihe von Faktoren, die dann zusammenkommen. Und die Frau hat sich zwar emanzipiert, aber sie war immer noch an ihm interessiert und an der Fortsetzung der Beziehung. Das heißt, es gab auch was zu gewinnen. Und sie war auch großzügig mit ihm. Und er war erstmal nicht so großzügig mit sich selber, ja, da war nicht so viel Spielraum. Und der konnte sich aber mit der Zeit entwickeln. Und ich glaube, ein wesentlicher Schritt war wirklich, von der Symptomebene auf die Hintergrundthematik zu kommen, so dass er das für sich auch so erfassen konnte. Und nicht nur die Therapeutin hat ihre Hypothesen bereitgelegt, sondern das hat ihm irgendwie Sinn gemacht. Und dann, dann war es eigentlich im Wesentlichen eine Beziehungsarbeit. Und Arbeit mit dem Selbstwertgefühl, was darunter liegt, auch eine biografische Auseinandersetzung, anerkennen, dass er Gewalt erfahren hat, sich selbst trösten, Verständnis für sich selbst entwickeln. Und da können wir jetzt einen Bogen zurückschließen zu dieser Terry Real Relational Life Therapy. Das ist ein wichtiger Aspekt dieser Paartherapie, dass dort im mittleren Teil sozusagen auch sehr viel innere Kindarbeit oder Anteile Arbeit in der Paartherapie stattfindet, sodass die verwundeten Anteile, ist eigentlich jetzt totales therapeutisches Allgemeingut, denke ich ja, verwundete Anteile getröstet versorgt werden können, aber auch die adaptiven Mechanismen, die oft wieder mit Gewalt und Grandiosität zu tun haben, dass die auch verstanden werden, dann aber liebevoll zur Seite genommen werden. Ja, als in der Family System würde sagen Beschützeranteile oder so, ja, die aber jetzt in der Gegenwart, wenn ich eigentlich eine liebevolle Partnerschaft führen will, nicht gut sind. Ja, und das wiederum zu unterscheiden von dem Erwachsenen, der sehr wohl nuanciert eine Beziehung steuern kann, also erwachsene Anteile stärken, verwundete Anteile versorgen und adaptive Überlebensmechanismen, die sozusagen integrieren und vom Steuer des Busses auf den Beifahrersitz bringen. Das ist eigentlich, und das Tolle finde ich, wenn man das eben in der Paartherapie machen kann, weil es geht ja darum, wozu das Ganze? Und dieser Mensch und auch seine Partnerin wollten nicht in Einsamkeit versinken oder die Beziehung war an sich ein hohes Gut. Das ist erstmal eine Motivation. Ich habe sonst was zu verlieren. Manchmal wollen wir ja was, weil es so toll ist, wenn wir was ändern, aber wenn es davon keine Vorstellung gibt, dann ist erstmal, oh Gott, was will ich nicht verlieren? Und das war erstmal der Motor. Und dann wirklich, also Psychotherapie mit all diesen Aspekten hat dann stattgefunden, auch bis hin zu konkreten Ideen, wie kann ich mich anders verhalten? Und andere Beziehungserfahrungen machen. Das ging dann weit über die Beziehung hinaus, mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen und so weiter. Ja, da mehr Spielraum zu gewinnen, weil diese Unsicherheit, die hinter diesem Gemache von davor stand, so groß war und eine andere Form der Versicherung brauchte. So schwer, so einen langen Prozess zu erzählen, aber ungefähr so ist es verständlich. Ja, und wir reden jetzt gerade, oder an dem Beispiel war es jetzt, ging es über Sexualität und wir kennen das, glaube ich, aber auch alle aus unserem Leben, das ist manchmal, wir haben so Tendenzen, wo wir einfacher verhärten. Das können verschiedene Sachen sein. Und das Interessante ist ja auch irgendwie, je älter man wird, habe ich das Gefühl, desto rigider wird man auch, ne? Oder, also meistens, würde ich jetzt mal behaupten. Und was ich mir gerade dachte, ist, das ist ja interessant, dass meistens das alles eine Bedeutung hat. Ne? Vielleicht auch mit dem Alter hat man auch ein stärkeres Bedürfnis an Sicherheit. Ne? Und meistens ist das ja, sind gewisse Routinen oder auch gewisse Verhärtungen in gewissen Bereichen
haben ja eine Funktion. Und das ist jetzt gerade, finde ich, nochmal klar geworden, dass vielleicht dieser Mann dachte, okay, ich stehe total auf große Hintern, ich muss es jetzt unbedingt haben oder nee, ich muss es eigentlich weghaben, weil ich will ja in Beziehung bleiben mit meiner Frau. Aber gleichzeitig muss ich es haben. Genau, und das dann war ein Konflikt. Ne, und dann zu erkennen, es geht eigentlich nicht darum, es geht nicht um diese Verhärtung, vielleicht auch eine andere Verhärtung in unserem Leben, sondern da ist etwas hinter. Da steckt etwas hinter, das möchte dir eigentlich damit etwas sagen. Das ist eigentlich nur das Symptom. Richtig. Und es bringt nicht das Symptom jetzt hier zu behandeln, sondern vielleicht mal dahinter zu schauen. Was liegt denn eigentlich dahinter? Dass hinter ich da dem Hintern sozusagen. Richtig. Was liegt denn eigentlich hinter dieser Verhärtung? Und wie gesagt, meine Hypothese ist, die kann ja in vielen verschiedenen Facetten und Bereichen auftreten. Ne? Genau. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen, dass erstmal ein Symptom in die Therapie reinkommt. Ja. Und man kann an dem Symptom rumdoktern, aber oft führt es nicht so weit. Und wenn es gelingt, den Zugang zu schaffen oder den Bedeutungskosmos dahinter irgendwie zu fassen, wofür steht das denn? Für welches Entwicklungsthema letztlich? Ja, was an der Oberfläche diese Verhärtung bekommen hat, dann geht's gut. Und das ist im Grunde genommen jetzt, um nochmal den Bogen zu spannen, ein New School-Ansatz und früher wurde eher das Symptom behandelt. Habe ich das so richtig verstanden? Du meinst, dass es jetzt was Neuartiges wäre für die Therapie? Ja. Psychotherapie, Sexualtherapie, ich glaube, ich muss es auffächern. Ne? Nee, ich würde nicht sagen, dass es neu ist in der Therapie. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, welche Therapierichtung man vielleicht verfolgt oder so. Also jetzt aus dem systemischen Ansatz heraus ist es total alt. Ja. Okay. Ich gieße es nur in neue Schläuche, weil, also ich kann zumindest so verknüpfen, ja, dass wir in der systemischen Therapie oft danach fragen, welche Funktion hat ein Symptom? Also wofür ist das gut? Welchen Sinn macht es oder hat es mal gemacht? Ja, oder auch, welche Bedeutung wird dem Symptom gegeben? Also da würde ich sagen, bin ich total oldschool an der Stelle. Ja. Es ist nur, man kommt nicht immer so leicht drauf. Also es gibt bestimmt auch Therapieansätze, die halt mit dem Symptom mitgehen und sagen, wir sind eine Symptom-Eliminierungsveranstaltung oder so. Ja, das gibt's auch. Also oder wie kommst du drauf mit Oldschool? Ich habe das Gefühl, dass immer noch sehr stark, also das geht jetzt mehr in diese Richtung, wir müssen hinter Dinge schauen, allgemein, auch in der Gesellschaft und auch was so Ansätze angeht, aber ich habe da schon das Gefühl, dass lange Zeit wurden halt immer die Symptome betrachtet. Also die Symptome und das Symptom muss sozusagen verschwinden. So, was natürlich eine sehr limitierte Perspektive ist. Ja. Und du bist jetzt Expertin, ne? Du bist auch in einem Expertenumfeld wahrscheinlich. Du beschäftigst dich viel damit, aber jetzt Leute, die einfach, also ich meine, der Patient beispielsweise hat ja auch gedacht, er muss das Symptom jetzt wegkriegen. Ja, und das ist halt einfach so ein Gedanke, den man erstmal hat. Natürlich. Der ist, glaube ich, sehr stark vertreten. Und da sozusagen diese Perspektive für zu bekommen, hinter meinem Wunsch ist noch was anderes. Ja. Das ist, also dafür stehe ich auch ein bisschen in diesem Podcast. Ach, wunderbar. Das ein bisschen ne, darauf aufmerksam zu machen, dass es mehr gibt als das, was wir offensichtlich erstmal vielleicht denken in dem Moment. Das ist sehr schön. Und ich denke, ich habe gerade gedacht, es ist erstmal das gute Recht jeder Person, das Symptom wegkriegen zu wollen oder so. Ja, ich verstehe das total, diesen Impuls. Ja, wenn es mich irgendwie am Fuß juckt, will ich auch, dass das Jucken irgendwie weggeht. Das ist mein erster Gedanke. Und erst der zweite und dritte Gedanke könnte sein, was hat es mit meiner Ernährung zu tun oder was könnte noch dahinter stecken oder so. Also erstmal im Prinzip erster Ordnung Lösungen zu suchen, ja, zu sagen, okay, hier ist das Symptom, ich will es wegkriegen, verstehe ich total. Und ich finde auch, man kann das ruhig anstreben, nur wenn das an Grenzen kommt, ja, dann ist die Einladung zu gucken, was liegt vielleicht noch dahinter. Also ich finde gerade das Thema Erektion ist ja wirklich sehr gut. Also ich verstehe total jede Person, die einen Penis besitzt und der macht nicht mehr richtig mit oder so, dass die erstmal sagen, ich möchte das wieder haben, ich möchte das, weil das so schön ist und ich möchte das und ich möchte auch funktionieren und so. Und wenn aber mehr dahinter steckt, dann ist es ja nicht möglich, erstmal zu sagen, ja klar,
mach einfach diesen Trick oder nimm dieses Medikament und dann geht's wieder. Und dann beginnt eigentlich der Auseinandersetzungsprozess mit dem tieferen, ja, wie kann ich mich weiter betrachten oder tiefer betrachten und überlegen, was sind gute Gründe, warum das gerade in meinem Leben so ist und was mache ich, wenn es nicht mehr kommt? Was für ein Liebhaber möchte ich dann sein? Ja, dann fangen die anderen Entwicklungsprozesse an. Ich finde, es geht eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Und in der Sexualtherapie ist es so, dass es wirklich die Pioniere, also Masters und Johnson damals, die haben eine sehr funktionsorientierte Therapie erstmal geschaffen, aber die haben ja auch eine Pionierarbeit geleistet, erstmal im Labor zu untersuchen, wie geht das alles, ja, und wie kommt wieder Erregung, Orgasmus und so weiter zustande. Und heute haben wir, denke ich, insgesamt auch in der Sexualtherapie ein balancierteres Vorgehen. Also erkenne ich jedenfalls bei vielen wieder. Hast du viele Männer in der Therapie, die Erektionsprobleme haben? Ja, es ist schon unter den Themen, die Männer bringen, eines der häufigen Themen, ist ja auch sehr verbreitet. Also Alter und Erektion korrelieren schon mal negativ. Also das ist sehr verbreitet. Ich vergesse immer wieder die genauen Zahlen, aber es gibt aus der GESID-Studie gibt es aktuelle Zahlen und korreliert ja auch mit vielen körperlichen, medizinischen Faktoren. Also das ist auch gut, es im Podcast immer wieder zu erwähnen. Ja, weil das ist ja dann auch ein Thema, das dann auch wieder die Beziehung stark belastet, ne? Nehme ich an. Muss nicht, kann, ja. Was ist der Grund, dass, also es ist ja dann bei Männern vor allem, Frauen haben wir das Problem nicht, nehme ich an, ne? Oder? Ja, also ja, offensichtlich, ne? Also Frauen haben ja kein Glied, das heißt, aber vielleicht, ich weiß nicht, ne? Du bist die Expertin, haben die andere Probleme, erregt zu sein, ne? Das hat ja auch was mit der hormonellen Balance zu tun. Aber jetzt, wenn wir mal kurz auf die Männer eingehen, was ist denn das häufigste Problem hinter einer Erektionsproblematik? Also ich war jetzt schon verführt, auf das, was du gerade gesagt hast, genauer einzugehen. Ja, ich mache einen Satz dazu, ja, gerne. Wie du gesagt hast, du hast gerade laut nachgedacht, ja, der Penis und so weiter. Der funktionierende Penis ist ja auch ein Sinnbild für vieles, nämlich für männliche Performance. Er muss immer können, also so stereotype Vorstellungen, die halt, glaube ich, doch relativ doch noch eine ziemlich große Rolle spielen in vielen Köpfen. Und dann ist es so, wenn wir weitergehen, was ist überhaupt Sex? Dass viele, viele, viele Menschen an diesem Skript halt kleben. PIV-Sex, also Penis in Vagina-Sex. Ja? Und dafür wird ein rigider Penis irgendwie gebraucht. Und wenn das schon mal nicht so wäre, wenn das nicht so eine eingeschränkte sexuelle Vorstellung wäre, hätten wir das Problem mit der Erektion weitaus weniger. Da bin ich gerade hängen geblieben. Ja. Weil es ist, und dann ist es natürlich so, ich brauche keinen rigiden Penis für PIV-Sex auf Seiten der Frau. Die kann ja trotzdem aufnehmen, aber ob sie es lustvoll erlebt, ist die andere Frage, ja. Das ist einfach weniger sichtbar, weniger prominent im wahrsten Sinne des Wortes. Wie meinst du das jetzt genau? Ja, es kann ja sein, also ich kriege auch immer wieder mit, dass Menschen, also Frauen, Sex mitmachen, der ihnen halt gar nicht so gefällt, wo sie, wenn sie jetzt einen Penis hätten, vielleicht auch keine Erektion hätten. Ja, aber sagen wir mal, die Vulva und die Vagina sind ja trotzdem prinzipiell aufnahmebereit, unabhängig vom Erregungsgrad, auch wenn das nicht immer genossen wird oder gut gefunden wird. Das heißt, dieser State, dass zum Beispiel ein Mann Erektionsprobleme hat, kann die Frau haben, aber es ist nicht offensichtlich. Es ist sozusagen eigentlich dasselbe Problem. Ja, ein ähnliches Problem auf jeden Fall. Ja, und du hast ja gefragt, was steckt, ja, was wolltest du noch sagen? Ja, genau, das ist der Punkt, den ich auch gerade irgendwie so beim Denken da erworben habe, weil ich war gerade auch so auf den Mann fixiert, aber nur weil das halt offensichtlich dann ist am Körper, dass der Mann nicht erregt ist. Stress. Das Problem kann ja eigentlich genauso wie bei der Frau bestehen, aber es wird dann vielleicht nicht erkannt, weil es nicht offensichtlich körperlich ist. Genau, weil es entweder nicht wahrgenommen wird, von wem auch immer, ja, oder auch nicht kommuniziert wird. Und der Penis kommuniziert sich sozusagen selbst, mit seinem Steifheitsgrad oder sowas. Und du hattest ja gefragt, was steckt dahinter? Also sehr interessant ist der Zusammenhang zwischen Erektion und Lust. Ja, was ist Henne und was ist Ei? Weil wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo männliche Lustlosigkeit
nicht so salonfähig ist, sondern der Mann als lustvolles, immer wollendes Wesen stereotypisiert wird, ja, da ist es vielleicht nicht so einfach zu sagen, ich habe nicht so Lust auf Sex. Und dann kann es sein, die Erektion oder die fehlende Erektion kommuniziert das stellvertretend. Das heißt, im Grunde ist die Erektionsfähigkeit da, aber sie kommuniziert eine Lustlosigkeit. Das kann ein Fall sein. Und dann ganz oft gibt es eben auch körperliche Zusammenhänge erstmal. Das steckt sehr oft hinter Erektionsproblemen. Also ist auch wichtig zu wissen für alle, ja, wenn Erektionen auf einmal schlapp machen, und zwar sowohl im Solosex als auch in der Das Paarsexualität. kann auf einmal passieren. Es kann sein, auf einmal funktioniert es halt nicht mehr. Und Okay. das wäre zum Beispiel im Hinblick auf kardiovaskuläre Erkrankungen ein wichtiges Warnsignal. Man sagt, dass die Erektion der Kanarienvogel der kardiovaskulären Erkrankung ist. Ja, also ich mache es noch ein bisschen langsamer, ich überhole mich gerade selbst. Ich bin gerade total dankbar, dass ich halt, also diese sexuelle Energie, die man hat, ne, man nimmt die auch als selbstverständlich. Wenn du mir das sagst, dass die morgen vorbei sein kann, denke ich mir so, schön, dass ich sie noch habe. Man muss es genießen. Carpe diem gilt auch da, absolut. Ja, ist interessant, wo wir jetzt hinkommen, weil es wirklich ein wichtiges Thema mit den Erektionen, finde ich, darüber zu sprechen. Und erstmal, also wichtig ist zu wissen, dieses ganze medizinisch-körperliche Ding. Und wenn Leute zu Hause sitzen und denken, komisch, es hat nicht mehr so geklappt mit der Erektion, gibt es eine wichtige Unterscheidung. Klappt es beim Solosex und gibt es morgendliche spontane Erektionen? Wenn das der Fall ist, ist eine körperliche oder krankheits- oder medizinisch bedingte Ursache schon mal eher unwahrscheinlicher, weil die Erektionsfähigkeit grundsätzlich da ist. Wenn die Erektionen aber komplett wegbleiben, dann auf jeden Fall in eine ärztliche Abklärung gehen. Dann könnte es eben sein, dass was dahinter steckt. Es gibt, also ich kann es gar nicht alles aufzählen, Diabetes, dann auch Depressionen, Nebenwirkungen von Medikamenten, gibt es wirklich unzählige Faktoren. Also wenn du fragst, was steckt häufig dahinter, häufig steckt auch etwas Körperliches dahinter. Ja. Und das Zweite ist sicherlich, also ist jetzt alles nicht sozusagen datenbasiert, aber aus meiner Praxis und wie ich so im Hinterkopf habe, fachlich, ja, dann auf jeden Fall stressbedingt. Und Stress kann ja vieles bedeuten. Beziehungsstress, Arbeitsstress, Stress mit der Erektionslosigkeit selbst, also dass es zu einem Angststress geschehen wird, wenn die Funktion nicht geklappt hat. Und eben auch Lustlosigkeit. Das sind die 3 Dinge, an die ich sofort denke. Und was würdest du sagen, wo kommt jetzt, abgesehen von den ganzen physiologischen Vorgängen, diese sexuelle Energie her? Weil man merkt es ja schon, es gibt Leute, die haben anscheinend einen sehr großen Drive und andere sind da wesentlich entspannter so mit oder eher so situativ, also spontan. Also ich finde, da gibt es ja sehr viele verschiedene Dynamiken, das merke ich auch bei Männern. Es gibt Männer, die sind so total fokussiert drauf und haben super krasses Verlangen und so weiter. Und es gibt Männer, die denken da so gar nicht so richtig drüber nach und ach ja, dann passiert es halt vielleicht mal und weißt du? Ja. Was ist da dein Take? Ja. Ich habe neulich in eine andere Folge von dir reingehört, wo es auch um Sexualität ging und da haben beide Anwesende gesagt, Sexualität ist wirklich sehr komplex. Ja. Und es ist sehr unbefriedigend, schon wieder sowas zu wiederholen, aber es ist komplex. Also wir können das gar nicht richtig sagen, was in unseren komplexen sexuellen Lernprozessen, wie wir da verdrahtet werden im Laufe der Zeit. Also wir können davon ausgehen, wir haben alle den Erregungsreflex, der ist angeboren. Und dann, was sich damit sozusagen neuronal, neurovegetativ verknüpft, welche Reiz-Reaktionskonstellationen, welche Aufladung, eben welche emotionale Funktion das hat, wie unser Stresssystem funktioniert. Da gibt es einfach eine Varianz, wie Leute funktionieren. Und es gibt aus der Sexualwissenschaft ein sehr prominentes Modell, das auch schon ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, dieses Buch von Emily Nagoski, Come As You Are. Das ist ein Buch für Frauen, wo es um sexuelle Lust geht. Und das Modell heißt Dual-Control-Modell und geht so, da muss ich gerade dran denken bei deiner Frage. Und zwar geht es davon aus, dass wir neurobiologisch 2 Systeme haben. Ein inhibitorisches, also hemmendes, und ein exzitatorisches, also aktivierendes System in Bezug auf sexuelle Erregung. Ich musste deswegen dran denken, weil du jetzt so verschiedene Typen beschrieben hast. Und das Modell geht davon aus,
dass die so zusammenarbeiten. Ist jetzt keine schöne Metapher, aber Gaspedal und Bremse mäßig. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, das ist ziemlich in, ja. Aber auch gut, ist zu Recht in. Also solange was auf der Bremse steht, also Stressoren präsent sind letztlich, kommt der Drive nicht so richtig in Gang. Und das kann eben zum Beispiel sein, dass du jetzt jemanden hast, als Kumpel oder so, der sagt, oh nee, also bei mir ist es eigentlich so, wenn ich mal Urlaub habe, dann kommt mal so ein sexuelles Verlangen vielleicht mal auf. Also wenn alles, was mich sonst hemmt, stresst oder so weg ist, ja, und es reicht aber nicht, dann muss ja noch ein guter Reiz da sein, damit die Aktivierung noch passiert. Und es gibt aber Leute, die sagen würden, du, also bei mir steht ja nicht viel auf der Bremse, auch wenn ich Stress im Job habe oder so, es ist immer da, mein Gaspedal ist eigentlich immer verfügbar. Und das Modell geht schlicht davon aus, dass es da interindividuelle Unterschiede gibt. Das ist total die unbefriedigende Antwort, aber wir sind komplex verwired an dieser Stelle. Ich glaube, diese Varianz birgt halt zwei Probleme. Also einmal auch irgendwie die eigene Akzeptanz für seine Varianz, finde ich gar nicht mal so einfach. Also bei mir zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich stehe auch teilweise auf, auch heute Morgen, und dann, ich spüre einfach eine extreme sexuelle Energie bei mir. Die ist immer da. Ja. Immer. Also, Good for you. Und es ist aber eine gewisse Energie, wo ich auch merke, die kann man auch lenken. Also es hat auch was mit Fokus zu tun. Also ich merke einfach allgemein, mir ist irgendwie viel Energie. Und ich glaube, diese sexuelle Energie ist ja auch irgendwo verknüpft. Das ist jetzt nicht auf wissenschaftlicher Basis oder so, das ist aus meiner eigenen Erfahrung mit einer allgemeinen Lebensenergie. Ja. Einfach eine extreme Wachheit, etwas, was nach vorne geht. Und du kannst das auch aus meiner Sicht kanalisieren. Also du musst auch nicht immer dieser Energie, dieser Lust folgen, sondern du kannst auch diese Energie einfach spüren und du kannst sie auch anders kanalisieren zum Beispiel. Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Das ist eine Sache. Und damit kann aber auch einhergehen, und da spreche ich jetzt wieder von mir selbst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Manchmal denke ich mir so, du bist ein bisschen too much. Es ist jetzt gerade so ein bisschen too much, weißt du? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht die andere Seite, die wenig sexuelle Energie spürt, könnte denken, warum habe ich eigentlich nie Lust? Vielleicht auch in Kombination dann in einer Beziehung. Und das ist für mich die zweite Problematik vielleicht, oder ich nenne es mal Herausforderung, da ein Matching zu finden und einen Umgang zu finden, auch in einer Beziehung. Wenn einer jetzt einen sehr starken Drive hat und die andere Person halt einen sehr niedrigen. Ja, ich habe immer das Gefühl in dem Gespräch, wir machen so verschiedene Türen auf zu ganz großen Bezirken, zu großen Landschaften. Das ist auch natürlich ein Großthema der Therapie, aber ich hänge noch an was du gesagt hast. Was meintest du mit too much? In welcher Hinsicht too much? Too much, dass ich zu viel Energie da zur Verfügung habe, sozusagen. Und ja genau, aber für wen zu viel? Also in den Augen von anderen Menschen? Also wenn ich nachfragen darf, ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, in den Augen von anderen, oder dass es für dich selber anstrengend wird, das Kanalisieren, oder ist es eine moralische Bewertung? Das zu kanalisieren. Ja. Ah ja, okay. Würde ich sagen, ja. Okay, aber grundsätzlich hast du ja die Fähigkeit beschrieben, zu kanalisieren, und das finde ich sehr gut, weil es läuft wieder drauf raus, wie bin ich im Kontakt mit mir? Es gibt ja auch so krude Vorstellungen, also wir sind ja eigentlich von Triebmodellen vollkommen weg in der Sexualwissenschaft, ja. Es sind eher komplexe Motivationssysteme, könnte man sagen, die sich um Sexualität ranken, und sowas wie sich selber spüren, eben Spannung regulieren, Emotionen regulieren, das ist Teil unseres Daseins, unseres Menschseins, unseres Daseins als soziale Wesen, ja, und du beschreibst es für mich total gut. Und das finde ich wichtig im Zusammenhang mit Sexualität zu beschreiben, dass wir nicht in so Narrative reinkommen von er ist halt so oder sie ist halt so, oder ja, als wäre das ein unsteuerbares Geschehen, diese Sexualität. Es ist einfach total verdrahtet mit unserem ganzen Dasein. Als soziale Wesen, als biologische Wesen, als psychische Wesen. Und das finde ich ein gutes Beispiel, was du da bringst. Wie ist das denn bei dir zum Beispiel mit Gaspedal und Bremse? Es hat sich verändert. Ich bin ja schon postmenopausal. Ich bin sehr früh in die Menopause gekommen. Und ich merke, dass dieser ganze Prozess, der dauert jetzt ein bisschen länger. Ja, dass ich zum Beispiel wirklich erstmal runterkommen muss oder in eine wirkliche Entspannung kommen muss, Kraft schöpfen.
Und dann auch wirklich, also mir Zeit zu lassen, jetzt gerade in der Paarsexualität, ja, dass wir uns da irgendwie sorgfältiger, also mit mehr Zeit treffen oder so. Das hat sich irgendwie verändert. War früher nicht so. Früher war mein Bremspedal, je nachdem, ich meine, es gibt so viele Lebensphasen, ja, kleine Kinder, die sind Ja. jetzt schon größer und so. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es hat sich verändert und was ich ganz schön finde, ich bin jetzt schon ein bisschen so zweite Lebenshälfte versöhnlich mit mir und so weiter unterwegs, was ich ganz schön finde. Ja. Also ich finde es sehr wohltuend, die Sexualität als was Organisches zu sehen, was sich durch das Leben so verändert und auch verändern darf. Dazu gehören ja auch Phasen vielleicht von absoluter Lustlosigkeit. Ich hatte das zum Beispiel in meinen 20ern, also die ersten Jahre meiner 20er, da habe ich gar keinen Orgasmus hingekriegt, mit mir selber nicht, mit anderen nicht. Es war einfach nicht da. Und auf einmal war es da und davor war es auch da und so. Aber warst du da blockiert? Hattest du da einfach nicht den Zugang zu dir? Oder wie würdest du es beschreiben? Weil ich hatte das ist auch schon so lange her. Ich habe auch so Sexualtherapeuten hier auch schon im Podcast gehabt, die auch gesagt haben, das fand ich auch interessant, würde ich auch mal gerne eine Meinung zu hören, dass Männer halt früher den Zugang haben zu ihrer Sexualität und bei Frauen das erst später kommt. Also da war eine Aussage zum Beispiel, ich kann das ja hier wiederholen. Susanne Wendel hat zum Beispiel gesagt, die meisten Männer sind am aktivsten von ihrer Sexualität her in den 20ern, wenn ich mich recht erinnere. Und die meisten Frauen erst sogar 30 aufsteigend, weil sie dort mehr Zugang zu der Sexualität bekommen haben, der ihnen vorher verwehrt war, auch aufgrund der gesellschaftlichen Dynamiken beispielsweise. Gesellschaftliche Dynamiken, aber auch körperlich. Penisse sind ja greifbar, teilen sich mit beim Pinkeln, beim Duschen und so weiter. Auch der Zugang tatsächlich anatomisch, also das Gesellschaftliche plus das Anatomische, würde ich sagen, spielt dabei eine Rolle. Also würde ich zumindest die Hypothese haben, ja. Also es sind komplexe Lernprozesse. Ja, der Peak bei Frauen in der sexuellen Aktivität, auch im sexuellen Genuss, ist ein bisschen später. Das habe ich auch schon gelesen. Interessant ist ja, dass der andere Befund, dass die jungen Menschen weniger Sex haben. Zu dem könnten wir vielleicht auch noch kommen. Ja. Aber ich will nicht so schnell vorauseilen. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass ich so eine schöne Vorstellung finde, dass die Sexualität etwas ist, was sich organisch, zyklisch durchs Leben zieht, wo es auch in Ordnung ist, wenn eine Zeit lang ganz viel Lust da ist oder ganz wenig Lust da ist, wenn man es einfach lässt. Das ist so ähnlich wie mit Gefühlen, ja, in einer kleineren Amplitude. Also wenn ich wütend bin und ich kann kurz wütend sein, dann ebbt die Wut wieder ab und dann dann geht es irgendwie weiter. Dass es einen natürlichen Verlauf hat, weil es ist doch auch total logisch, dass wenn ich irgendwie Vollzeit arbeite, sonst noch multiple Rollen habe, vielleicht noch Stress in der Beziehung oder ein körperliches Handicap, dass es da nicht dran ist mit der Sexualität. Und das meinte ich gerade mit der Akzeptanz. Ja. Dass es vielleicht manchmal eine Herausforderung ist, das zu akzeptieren und nicht zu bewerten und zu sagen, du bist too much oder du bist zu wenig oder warum hast du jetzt keine Lust oder warum hast du so viel Lust. Und weißt du, das meinte ich gerade, genau das meinte ich gerade damit. Dass es halt, es ist auch etwas Dynamisches, Organisches, was wir nicht erzwingen können, was wir nicht eindämmen, was wir nicht einfangen können, was wir nicht künstlich erzeugen können, sondern es ist einfach eine Energie, die wir akzeptieren dürfen, denke ich. Absolut. Und ich fand es so schön, dass du darauf angespielt hast, weil das bei mir eine ganz alte Verbindung aktiviert zu Esther Perel. Als du gesagt hast, Sexualität ist ja vielleicht auch so ein Ausdruck von der Lebensenergie. Ja. Ja, und du hast auch im Vorgespräch gesagt, du hast viel Energie zur Verfügung und so grundsätzlich. Und das als eine lebendige Kraft zu bezeichnen, das finde ich irgendwie schön, ja. Und damit aber auch nicht nur immer auf Sex zu fokussieren, sondern auch, also einen weiteren Erotikbegriff zugrunde zu legen. Also alles, was uns verlebendigt, Zugang zu so einer Lebenskraft zu haben. Und das ist eben auch was Zyklisches. Und ich finde es schön, wie du sagst, mit der Akzeptanz. Also ich kann jetzt eben, du hast ja gefragt, wie es bei mir. Ich erlebe mich jetzt in einer ganz neuen Kraft. Ich habe jetzt eine 7-jährige Veränderungsgeschichte, hormonell, aber auch andere Sachen im Leben hinter mir. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich stehe wieder gut. Ich habe Lust, ich habe Kraft. Es ist nur eine andere Kraft jetzt auf einmal. Fühlt sich das jetzt für dich ruhiger an? Ja, schon. Oder wie würdest du es jetzt, also wie würdest du deine Beziehung zu der Sexualität
jetzt beschreiben, zum Beispiel im Vergleich zu, okay, du hast gesagt, Anfang der 20er, irgendwie, also mich würde mal interessieren, wie sich das bei dir so, also wie sich die Beziehung da verändert hat. Das ist toll. Ich kriege all die Fragen jetzt gestellt, die ich normalerweise meinen Klienten stelle. Aha. Oh, jetzt, wenn du es so sagst, zwischen den Anfang 20ern bis heute, da liegen ja so viele andere Stationen dazwischen. Ne? Also damals, da war ich einfach wirklich mit ganz anderen Sachen beschäftigt, auch konflikthaft beschäftigt. Ich habe Musik studiert, lief nicht so richtig. Dann hatte ich eine komplizierte Beziehung in Berlin. Und also ich war, glaube ich, tatsächlich, wie du gesagt hast, eigentlich blockiert an der Stelle. Und ich habe das dann so wahrgenommen, aber ich habe es nicht problematisiert. Und dann habe ich tatsächlich meinen heutigen Mann kennengelernt, auch schon ziemlich früh, also mit 2 oder 23 oder so. Und dann haben wir ein bisschen gebraucht, zueinander zu finden und hat sich das irgendwie von ganz alleine eingestellt. Ich glaube, bei mir hatte das zu tun mit einem Gefühl von emotionaler Sicherheit tatsächlich. Bei mir persönlich, ja. Dass ich dann dachte, okay, hier ist gut sein und hier kann der Körper sich einfinden und was Neues lernen und irgendwie sich einschwingen. So war das dann irgendwie. Aber auch eher beiläufig. Das hatte gar nicht so eine große Bedeutung für mich. Es war dann irgendwie gut und es war da. Und es ist wie so, wenn man sagt, in dem Fluss gibt es so eine Strömung oder in einem Zopf gibt es eine Strähne, ja, die ist eben auch ins Leben eingewoben. Und so würde ich sagen, ist es eigentlich bis heute, dass es mal prominenter ist, mal weniger prominent. Also eigentlich würde ich sagen, ein entspanntes Verhältnis zu meiner Sexualität, wie ich mich selber so reden höre. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass für mich Sexualität nicht so ein krasser Fokus in meinem eigenen Leben ist, weil ich dadurch im Beruf das Gefühl habe, ich habe keine eigene Agenda. Also ich muss niemand davon überzeugen, lebt Sex, es ist viel besser. Oder lebt auf gar keinen Fall Sex, das ist was gefährlich. Also dadurch, ich habe das Gefühl, für mich ist es ein Thema wie viele andere Themen. Und das hat zu tun mit der Art, wie ich das erlebe. Ist das verständlich? Ich finde es auch eine gesunde Art und Weise, das so zu betrachten, weil oft wird ja die Sexualität irgendwie so, fast schon objektifiziert. Also entweder in einigen Religionen ist sie was ganz Schlimmes, sondern wird sie, weißt du, die wird ganz oft, kriegt die eine Form, die nicht diese organische hat, über die wir gerade gesprochen haben. Und das finde ich, sehe ich problematisch persönlich. Klar, ideologische Aufladung, politische Aufladungen, moralische Aufladungen, religiöse Aufladungen, all das. Aber jetzt auch heutzutage auch etwas, was auch wieder zeigt, ich bin wertvoll oder in dem ganzen Selbstoptimierungskram ist es ja auch mit drin, ja. Du solltest ein lebendiges Sexualleben haben. Es sollte stattfinden. Wenn das nicht bei dir stattfindet, dann stimmt was nicht oder so. Da gibt es auch neue Götter sozusagen, ja. Und da spielt es, denke ich, auch eine große Rolle. Ich unterrichte ja auch Sexualtherapie und dann am Ende des Kurses nach 1,5 Jahren oder wie lange das Ding dauert, im letzten Modul gibt es dann auch so eine Art Selbstreflexion vor der Gruppe, dass die Leute mal sagen, was habe ich denn für mich mitgenommen? Und ich finde es so interessant, weil dann jetzt schon in ein paar Durchgängen die Leute am Schluss irgendwie so erleichtert gesagt haben, ich darf mir auch erlauben, gerade nicht so viel Sex in meinem Leben zu haben, das habe ich hier gelernt. Das finde ich irgendwie, das hat mich irgendwie sehr gefreut, ja. Ja, da merkt man ja, wie krass das anscheinend an Erwartung gekoppelt ist. Natürlich. Und deswegen, eine Kollegin von mir, die Melanie Büttner hat ja diesen Podcast, Ist das normal? Ja. Und das ist ein sehr guter Titel, finde ich, für dieses Thema, weil ich auch sagen würde, alle KlientInnen, die in die Praxis kommen, haben diese Frage ausgesprochen oder nicht dabei. Ist das normal, so wie ich bin, ja, oder wie das bei uns ist, oder dass mein Partner so wenig Lust hat oder so. Diese Frage, was normal ist, und das ist ja eine Selbstbewertungsfrage letztlich, ja, ich bin auf der Suche danach, bin ich innerhalb der Norm oder außerhalb davon. Bewertungsprozesse sind echt schon krass am Start da. Das ist ja ein Bedürfnis auch irgendwie wieder nach Sicherheit wahrscheinlich, ne? Orientierung, aber auch diese Selbstwert-Thematik schwingt für mich da auch stark mit und eine Verunsicherung darüber, ja, was denn jetzt normal ist. Und ich finde, dafür haben wir heute halt, das habe nicht nur ich gefunden, sondern da haben schon viele drüber geschrieben, wir leben heute ja in einer Zeit, wo so objektive Maßstäbe, wie zum Beispiel, was sagt die Kirche? Dann kann ich die Verbote brechen, aber sie sind da, ja, oder sowas, oder die Gebote. Wir haben nicht mehr so Instanzen. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können.
Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Wir haben halt auch Zugang zu allem gefühlt. Also du Richtig. kannst in die Kirche gehen und also das hört sich jetzt mal wieder sehr zugespitzt. Du kannst in die Kirche gehen und danach schaust du dir einen extremen Porno an und Ja. so weißt du, das ist so, wir haben gefühlt zu allem Zugang Ja. und dann, das führt auch zu einer Verunsicherung. Mhm. Auf Also jeden Fall. dieses Überangebot an Möglichkeiten. Und das ist ja auch bei der Sexualität so. Wir wissen ja auch viel mehr über die Sexualität als je zuvor. Ja. Ne? Also ich würde sagen, früher war es vielleicht, ne, ich habe in dieser Zeit nicht gelebt, aber aus Erzählungen, also zum Beispiel mein Opa. Mein Opa hatte in seinem ganzen Leben 2 Frauen. So, und die hat er schon ganz früh kennengelernt. Da war er, ich glaube 15 oder so, hat er meine Oma kennengelernt, ja. Also so gesehen hatte er jetzt nicht die Qual der Wahl. Also hat er sich, ne, war einfach so. Er hatte einfach, und das höre ich öfter von der älteren Generation. Das ist ja nicht nur bei der Sexualität so, das ist auch so, sie haben einen Job gemacht oder 2. Richtig. So, und wir sind jetzt aber in so einer Zeit, wo plötzlich so ein Überangebot überall besteht. Ne? Ich selber stelle mir ja auch ständig diese Fragen, nicht nur auf Partnerschaften bezogen, sondern auch, wo lebe ich? Ich kann ja überall leben. Also mit meinem Job kann ich das auch wirklich, Genau. ich habe mir jetzt auch Gedanken zerbrochen über Monate, in welche Stadt ziehe ich? Jetzt ziehe ich nach Köln. Aber was sagt dir, dass du nach Köln sollst? Wie triffst du so eine Entscheidung? Es war eine Mischung aus Ratio und Gefühl. Einfach, tatsächlich. Aber niemand sagt's dir. Genau, und früher war es halt so, ich würde sagen, gesellschaftlich war auch alles engstirniger. Wollen wir auch nicht zurück. Ja, aber da wollen wir natürlich nicht zurück. Ja, genau. Aber gleichzeitig, natürlich sind dann auch die Sachen einfacher gefallen. Ja gut, so ist es einfach, dann mache ich das halt so. Ja, genau. Und jetzt ist vieles viel liberaler, viel zugänglicher, hoffentlich bleibt es auch so. Und gleichzeitig führt das auch zu ganz vielen Problematiken, weil dieses Überangebot, unser Gehirn, das kommt ja gar nicht so wirklich damit zurecht. Uns. Ja, und da sehe ich, da müssen wir irgendwie lernen, das ist, glaube ich, ein Prozess, den wir auch als Menschheit jetzt haben, damit umzugehen. Ja, das denke ich auch. Ich weiß nicht, ob du Eva Illouz kennst, diese israelische Soziologin, die ist mir irgendwie tief, also die hat es so toll beschrieben, finde ich, in diesen schon ein bisschen älteren Büchern von ihr, warum Liebe wehtut oder warum Liebe endet. Also total pessimistische Titel eigentlich. Und die hat eben soziologisch Daten gesammelt, erforscht über Interviews und so weiter und hat dann das so versucht in Worte zu fassen, wo wir da unterwegs sind. Und sie hat eigentlich gesagt, dass wir vor allem durch den global entfesselten Kapitalismus, du hast es jetzt in viel alltagsnäheren Wörtern gesagt, wir sind mit allem vernetzt oder vernetzbar. Wir haben Zugang zu so viel Information und die strömt auch auf uns ein. Das suggeriert uns ja unendliche Wahlmöglichkeiten. Und dann werden wir aufgefordert, kompetent auszuwählen. Ja. Und das macht Druck. Das ist nicht einfach so ein Selbstverwirklichungs-Juhu, ja, sondern wir müssen das auch irgendwie gefühlt. Die richtige Wahl treffen aus unendlichen Möglichkeiten. Und das überfordert uns, hast du richtig gesagt. Wir denken, wir müssen wir sind so beschäftigt damit, die richtige Wahl zu treffen, weil wir denken, die richtige Wahl macht uns dann irgendwie glücklich. Ja. Dabei geht es vielleicht gar nicht darum, die perfekte Marmelade jetzt auszusuchen. Genau. Aber das können wir uns sagen, aber fühlen tun wir es vielleicht anders. Ich merke daran, dass ich tatsächlich, wie soll ich sagen, auch schon alt bin oder so, weil ich habe auch sozusagen, ich hatte diesen Druck damals noch nicht, heute hätte ich ihn wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal neue Beziehungen knüpfen würde oder so. Ja, ich erlebe das jetzt als berührend im Gespräch mit dir oder auch mit meinen zahlreichen Nichten und Neffen oder auch mit jüngeren FreundInnen oder auch Freundinnen, die so alt wie ich sind und wieder auf dem Beziehungsmarkt sind oder so. Da kommt es zum Tragen und ich finde, dass die Eva Illouz das so gut gefasst hat. Sie hat nämlich schon gesagt, was wir jetzt schon ein paar Mal auch als Wort hatten, dass dieses Phänomen, dass wir scheinbar alles zugänglich haben, aber zur Selbstoptimierung das erreichen müssen und dass wir kein Regelwerk mehr haben. Ja, früher hieß es, ich denke immer meine Schwiegereltern, ja, die kommen vom Land, so wie auch meine Eltern und so. Und da ging man halt zur Post, zur Bundesbahn. Das waren eigentlich so die 2 Hauptarbeitgeber, wie du es auch von deiner Oma erzählt hast, ne? Und dann zu Krupp. In der Wesenssaal logisch. zu Krupp. Krupp, siehst du. Ja, klar.
Und bei der Partnerwahl war es auch so, es gibt diesen Gag in der Verwandtschaft, ja, dass sie beim ersten Rendezvous zu ihm gesagt hat, das wollen wir mal im Zufall überlassen, ob wir uns wiedersehen, weil vielleicht hat er doch ein bisschen zu viel Pomade im Haar oder sie wusste noch nicht so genau. Aber es war klar, sie wohnten 2 Straßen voneinander. Wenn sie es dem Zufall überlassen, ob sie sich wiedersehen, ja natürlich, dieser Fisch schwimmt weiter in diesem Tümpel. Also die Auswahl war begrenzt und es ist eine sehr gute Ehe draus geworden. Und es gibt noch diesen Beziehungsforscher, wenn ich das noch sagen darf, den Eli Finkel aus den USA, der hat auch an großen Daten untersucht, wie sich so Beziehungen entwickeln und so weiter. Und der hat halt auch so drastischen Rückgang wirklich nahe Beziehungen berichtet. Also wir vereinzeln einfach mehr. Wissen wir aber der hat das gut belegt. Also ich meine jetzt nicht Instagram-Connections, sondern wirklich emotionale, nahe Personen im Umfeld, wie man sie halt im dörflichen Umfeld hat oder in der Kirchengemeinde oder sowas. Und dann bist du noch mehr allein. Das heißt, die Person, die du dann auswählst, die sollte ja alles sein. Also emotional, romantisch. Also klar, gibt auch Leute, die sofort eine offene Beziehung anstreben. Das ist dann vielleicht eine Lösungsmöglichkeit, aber eigentlich lastet dann so viel Erwartungsdruck auf dieser Zweierbeziehung. Und die muss dann perfekt sein. Und das ist einfach ein zeitgenössisches Phänomen, wo du sagst, da müssen wir irgendwie lernen, mit umzugehen. Ich fand interessant diesen Aspekt, wo du gesagt hast, früher hatten wir ein Regelwerk. Jetzt haben wir es nicht mehr so richtig. Wir wollen es auch nicht mehr haben. Aber gleichzeitig ist es auch ein Problem, dass wir irgendwie kein Regelwerk haben, weil dann fühlen wir uns auch irgendwie so orientierungslos. Ja. Und ich glaube, deswegen müssen wir so ein bisschen unser eigenes Regelwerk bestimmen. Ja. Es ist jetzt so meine Meinung dazu. Ja. Weil sonst ist man, also, und das ist vielleicht auch das Werte- und Normensystem, dass man weiß, was ist mein Werte- und Normensystem zum Beispiel, auch was wünsche ich mir vom Leben. Also, ne, was sind meine Ziele, was ist mir wichtig? Ne? Möchte ich zum Beispiel, also Regelwerk könnte für mich dann auch sein. Natürlich kann ich heute, also früher war es, denke ich, eher so, du hast eine Familie, du hast eine Frau oder einen Mann, du hast eine heterosexuelle Beziehung und ne, Kleinfamilie und so weiter. Früher Großfamilie, dann Kleinfamilie. Genau. Und heute ist ja alles offen. Ne? Du brauchst, also es ist auch gesellschaftlich angesehen, zum Beispiel, dass du auch keine Familie hast und so weiter und so fort, ja. Und dann vielleicht sich einfach dann selbst zu fragen, ja, was will ich denn eigentlich? Ja, und siehst du, Leon, genau das denke ich, der Punkt ist halt, du bist mit dieser Frage mehr oder weniger allein. Ja, voll. Das ist, glaube ich, das, was es so fühlbar macht. Jetzt, wo du das aussprichst, erreicht mich das auch im Gefühl, ja, dass ich denke, genau, du musst dir dann denken oder ich muss mir dann denken, was ist jetzt mein Regelwerk? Da geht eine Anstrengung mit einher. Und trotzdem will ich es jetzt nicht assoziieren. Und woher willst du wissen, dass das jetzt das richtige Regelwerk ist? Ich finde, das ist richtig gut gesagt. Wir sind ja froh, dass wir nicht mehr so fremdbestimmt sind. Ja, ist alles paradox im Leben, wenn man genau hinschaut, ja. Aber das hat die Ilus so gut beschrieben, nämlich zum Beispiel fürs Verloben. Ich finde, bei Bridgerton kann man das sehr gut nachgucken. Ja, dieser Übergang von der also quasi arrangierten Ehe, dann aber doch die Liebesheirat oder so, ja. Da gab's, man hat sich verlobt, man hat eine Locke geschickt oder Briefe, oh nein, das Mikro. Und dann kann man sich auch entloben. Dann weiß man, die Briefe werden wieder übergeben, zurückgegeben, der Ring wird zurückgegeben, die Locke wird verbrannt oder was weiß ich. Oder auch die Eltern können da irgendwie unterstützen oder so. Da war das komplett reglementiert. Um die Hand anhalten oder irgendwie solche Sachen. Und so rigide das für uns heute wäre, ja, vielleicht kein Sex vor der Ehe oder solche Sachen, ja, so viel Halt hat es gegeben. Und ich finde, es ist wirklich eine zukunftsoffene Frage. Nach welchen Reglements, wo finden wir wieder Sicherheit und Orientierung? Anders als nur in uns, ja, wo wir dann doch vereinzelt durch die Gegend gehen. Ja, wie ist es denn bei dir? Bei mir? Ja. Ich glaube, ich bin einfach noch ein bisschen oldschool. Ich bin ja in der Kirche aufgewachsen, wo viel reglementiert war noch. Ja, es ist toll, dass du mir all diese Fragen stellst, die ich normalerweise anderen stelle. Ich muss mal kurz nachdenken. Also fühlst du dich manchmal orientierungslos oder hast du das Gefühl, ich habe Orientierung und wenn ja, was gibt dir diese Orientierung? In Bezug auf Beziehungen oder in Bezug auf über das, was wir gerade gesprochen haben, es ist ja auch so allgemeines Leben und ne, die Sexualität gehört mit dazu, die Beziehung. Ja, ich glaube wirklich, ich bin oldschool geprägt, weil ich so diese Fear of Missing Out zum Beispiel, die kenne ich irgendwie nicht. Also manchmal vielleicht, beruflich vielleicht, dass ich denke, oh shit, wenn ich nicht auch jetzt eine große Influencerin werde, dann
werde ich mittellos oder sowas. Aber das geht nur ganz kurz bei mir und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ich glaube, was Beziehungen betrifft, ich bin ja ein Nesthäkchen. Ich habe 3 ältere Geschwister, die für mich irgendwie so einen Kosmos geschaffen haben, wo ich irgendwie sein konnte und wo immer Ältere Stimmt, waren, die ja. gesagt haben, komm mit, ja, komm mit, du kannst bei uns mitmachen. Also es gibt irgendwie so auf der Ebene dann auch die Kirchengemeinden. Also ich glaube das nicht mehr und ich fühle mich auch nicht mehr zugehörig, aber diese Gemeinschaft, also ich hatte noch eine Dorfgemeinschaft, eine Kirchengemeinschaft, eine familiäre Gemeinschaft, da war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, ja, meine Eltern hatten auch ihre Schwierigkeiten und die haben sich auch niedergeschlagen, aber gerade in diesem Geschwisterverbund, da habe ich, glaube ich, irgendwie so, also ich konnte halt immer irgendwie mit, ich stand nicht so allein mit irgendwelchen Entscheidungen da, sodass es eher darum geht, für mich jetzt im weiteren Leben, wie treffe ich autonome Entscheidungen? Ja, kann ich mich abgrenzen? Kann ich klarer werden? Aber das habe ich relativ klar, also das als Orientierung, dass das vielleicht mein Entwicklungsthema des Erwachsenenalters so ist. Und ich bin früh auch in eine Bindung mit meinem Mann zum Beispiel reingegangen. Ich hatte da nicht so das Gefühl, oh shit, es muss jetzt aber die ganz große Liebe sein für immer und es muss, also ich muss erstmal gucken, wer da noch so alles ist, um das zu entscheiden. Es war eher so, ja, fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Ja. Mach mal, also ich glaube, diese Ambiguitätstoleranz oder so, oder dass es ergebnisoffen ist, dass ich es nicht kontrollieren kann, das war für mich eigentlich kein Problem und ist es bis heute nicht. Also auch die Ja. Bereitschaft, mit etwas Suboptimalem irgendwie klarzukommen. Irgendwie habe ich das und ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht liegt es daran, dass ich ein 80er-Jahrgang bin noch und dass ich diese älteren Geschwister habe, die für mich Orientierungspunkte waren, auch wenn ich anders lebe als die heute. Aber dass es da sowas gab wie ein Fischlein, das mitschwimmen kann mit den anderen, vielleicht auch von meiner Persönlichkeit her, dass ich das nicht so stark in Frage gestellt habe oder so, sondern dass es eher so langsame Prozesse waren. Raus aus der Kirche, ja, nochmal Studium wechseln, sich das eigene Leben erschwimmen dann irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es verständlich ist. Ich finde es ganz interessant, das in Worte zu fassen. Ich habe nur so bewusst noch gar nicht drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich finde vor allem den Aspekt interessant mit den Geschwistern, weil ich bin zum Beispiel der Älteste. Ah ja. Und ja, ich kann das total verstehen, dass es bestimmt, wenn man jetzt nochmal, es gibt ja auch Leute, die haben irgendwie 10 Jahre ältere Geschwister und so weiter, dass du auch siehst, ja, wie leben die eigentlich und dich daran dann auch orientieren kannst. Ja. Das habe ich ja zum Beispiel jetzt nicht. Du bist die Person, an der die sich orientieren vielleicht. Und bei mir ist es auch so, zum Beispiel, ich habe ja keine so richtige Vaterfigur. Also ich habe meinen biologischen Vater kenne ich eigentlich gar nicht, mit meinem Stiefvater konnte ich mich nie so richtig identifizieren. Vor allem dieser Moment im Zimmer, das ist wirklich das war krass. Das war so eine krasse Beschämung. Ja. Tut mir leid zu hören, wirklich. Ja. Ja. Ja, und das gibt einem, glaube ich, auch Orientierung, wenn du, also ich habe nie dieses Gespür gehabt, da ist jetzt ein Vater. Ich kenne das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, weißt du, deswegen fehlt es mir aber auch nicht. Also manchmal Leute sagen mir, ja, Leon, krass, irgendwie so traurig, was du erzählst und ja, aber das hat mich jetzt zu der Person gemacht, die ich auch heute bin, weißt du, und ja, klar. Und aber da auch, ne? Also das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass da Familien auch eine ganz große Rolle spielen in der Art und Weise, wie wir uns im Leben orientieren. Auf jeden Fall eine wichtige. Und wie du sagst, aus allen Aufgaben, die uns das Leben so stellt, kommen auch Stärken raus. Ne? Und Beziehungen allgemein, also auch zu Freunden. Das sind auch alles, ich merke das bei mir ganz oft. Also es kommen Menschen in mein Leben und mit denen ändert sich auch mein Leben. Das ist einfach wirklich so. Ja. Also ich habe zum Beispiel damals, wo ich den Podcast gestartet habe ich jemanden kennengelernt hier in Nürnberg und das war ein Musiker, der jetzt nicht besonders erfolgreich war, aber der hat sich getraut, der ist raus in die Welt gegangen und ich habe das an ihm bewundert, so wow, er will einfach singen, also er macht das einfach, ja. Das hat mich auch in dem bestärkt, dass ich dann auch mein Ding mache, so. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel dafür, aber ich habe irgendwo Orientierung, Inspiration in dieser Handlung gefunden. Wir sind heute jetzt gar nicht mehr so richtig befreundet, aber in dem Moment, also da hatten wir eine gute Verbindung und das hat mich inspiriert und mir Orientierung gegeben. Das heißt, also aus meiner Perspektive, Beziehungen geben dir Beziehungen und auch die Geschichten, die diese Beziehungen mit sich bringen. Auch oft Stories, Geschichten, auch die dir vielleicht andere Familienmitglieder erzählen. Mein Opa erzählt mir immer viel, ne, so Geschichten früher und dann
Mit seinen 2 Frauen. Ja, und dann ja, so, das ist einmal, die erste Ehe hat nicht geklappt. Und dann hat er sich getrennt. Oder die haben sich beide getrennt. Und ja. Ja, ich finde es eigentlich gut, weil wir vorhin überlegt haben, wo kann die Orientierung herkommen? Ja, also Ja. qualitativ gute, nahe Beziehungen eigentlich, weil in denen Ja. erfahren wir ja auch, du bist irgendwie wichtig. Also selbst dieser Musikerfreund, der zu dem Zeitpunkt hattet ihr eine gute Verbindung Ja. und du konntest dich dann ein Stück weit inspirieren lassen oder irgendwie, ach, guck mal, der hat was ich auch mir vorstellen könnte, für mich anzuwenden oder so, aber auch, dass man für irgendjemanden auch wichtig ist, glaube ich auch ganz gut. Ja, aus meiner Perspektive vielleicht nochmal aus einer anderen Generation. Ja. Für mich ist das auch entscheidend als Mann jetzt, der, ich würde sagen, auch lange Zeit nicht so guten Zugang zu seinen Gefühlen hatte. Gibt es mir auch Orientierung, wieder mehr Zugang zu meinen Gefühlen erworben zu haben und mit Sicherheit kann ich das auch noch weiter ausbauen. Also das hat mir auch Orientierung gegeben, mal auch, und dann auch in dem Moment mal zu spüren und nicht immer nur über die Ratio und über die Logik zu gehen, warum mache ich das jetzt oder nicht, sondern zu spüren, also wie fühlt sich das denn jetzt an, so diese Entscheidung? Ne? Also ich glaube, danach gehen auch Frauen einfach mehr, weil sie mehr Zugang zu ihren Gefühlen haben, ist jetzt meine Hypothese. Ja. Ich habe das Gefühl, viele Männer sind sehr in der Ratio und sehr in der Logik, zumindest hier bei uns in der Gesellschaft. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir mehr Orientierung auch wieder gegeben hat. Also nach dem Bauch zu gehen, der auch auf Basis von Erfahrungen, das Bauchgefühl ist ja auf Basis von Erfahrungen, ne, auch mal mehr auf das Herz zu hören und nicht immer nur auf den Kopf. Ja. Das ist eine Sache und auch mal, und dann auch wiederum, das ist schon eine Kopfsache, denke ich, zu schauen, wie fühlt sich dein Leben eigentlich momentan an? Ne? Und ist das die Ausrichtung, also wenn du jetzt so weiterlebst, in 5 Jahren bist du dann, also ist es das, was du machen möchtest, so? Ja, und zwar fühlt sich's gut an, also entspricht es dir, ist es kongruent zu deinem. Richtig. Ja. Ich finde es richtig schön, dass du das sagen kannst. Das ist als Vertreter der jungen Generation oder so. Es berührt mich wirklich, weil es scheint so einfach zu sein, ist aber nicht so einfach. Und ich denke jetzt hier wieder die digitale Welt dazu, weil die Diskrepanz zwischen dem, was sozialmedial gezeigt wird, was ich sein könnte oder sollte, was andere sind, und dem, was ich selber erlebe. Ich glaube, diese Diskrepanz zu schließen, also oder wirklich sich selbst als Referenzpunkt zu nehmen, ist nicht einfacher geworden. Es ist nicht einfacher geworden, weil ständig irgendwas reinrutscht, was mit Performance viel zu tun hat. Absolut. Also ich merke bei mir zum Beispiel, wir haben vorhin auch im Café kurz darüber gesprochen, ich habe das Gefühl, bei mir fehlt manchmal ein bisschen die Ruhe im Leben, weißt du, diese Ruhe. Und da ist immer sehr viel Aktivität und Dynamik und so. Vielleicht auch, weil ich einfach diese Energie mal zur Verfügung habe und dann gefühlt muss die mal raus, weißt du. Und dann ist für mich halt auch immer so die Frage, ja, wie implementierst du denn jetzt mal mehr Ruhe in dein Leben? Wenn du das Gefühl hast, dass es fehlt, so wie, also ist dein aktueller Lebensweg da dementsprechend und was kannst du tun, um mehr in die Ruhe zu kommen? So. Das ist ja fast schon eine frühreife Frage. Du bist ja noch im Aufbau sozusagen. Ich sage es ein bisschen suffisant, weil es ist ja auch toll, diese Energie zu haben und schneller, höher, weiter zu denken und sich vielleicht auch manchmal selbst zu überholen oder schnell zu sein. Und das ist die komplementäre Bewegung. Irgendwann kommt die Sättigung oder das Unbehagen und dann kommt diese Frage. Aber ich spreche ja auch mit vielen Leuten, die älter sind als ich. Ja. Und auch, wenn du mal wirklich... Über mich zum Beispiel. Ja, oder wenn du mal wirklich, wirklich ältere Leute fragst, die vielleicht sogar kurz vorm Tod stehen, da gibt es ja auch einige Bücher, die darüber geschrieben wurden. Also auch auf dieses Wissen zuzugreifen und auch ein gewisses Vertrauen dem gegenüber zu haben, was macht uns wirklich glücklich. Das sind die Beziehungen. Wenn du mit älteren Leuten redest, die meisten sagen dann irgendwann, ich habe die Arbeit nicht mehr so, also ich sehe diese Dynamik, dass in den 30ern ganz viel Energie in die Arbeit stecken und dann wird es irgendwann weniger, weil dann die Leute realisieren, ja, that's not the whole point. Das ist nicht das Einzige. Genau. So und dann auch nicht zu denken, ja, du bist anders oder du bist die Ausnahme, weil, also klar, wenn du dich in dem Moment gut fühlst, mach es, ja, aber es ist auch für mich was mit Vertrauen zu tun, irgendwo.
Wie das meinst du auch das? annehmen zu können, was die anderen sagen und Mhm. auf diesen Erfahrungsschatz Ja. zugreifen zu können. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die Ambivalenz, die ich dann spüre. Ja, ich habe sehr viel Energie, die nach vorne geht und es fühlt sich das auch gut an. Es fühlt sich aber irgendwo rastlos an. Es fühlt sich auch Ja. irgendwo so, da fehlen auch gewisse andere Teile im Leben. Und dann auch, ne, ist ja gut, dass wir diesen Erfahrungsschatz haben und wir können uns dann auch wieder das Thema Orientierung auf diesen Erfahrungsschatz der anderen Menschen und auf die Bücher, die geschrieben wurden und so weiter. Wir dürfen uns darauf auch berufen für unser eigenes Leben. Schön, ich finde es irgendwie schön, wie du jetzt deine Orientierungspunkte so markierst. Und für mich bleibt das Entscheidende jetzt von dem, was du sagst, immer wieder, dass du es spürst. Also, dass du die Rastlosigkeit spürst. Ja. Ja, ich würde zum Beispiel sagen, ich habe wahrscheinlich wie viele andere auch bestimmte Antreiber so gehabt, viele Jahre lang. Eben Musikstudium mal aufgegeben, dann was anderes studiert. Das musste dann aber auch erfolgreich sein. Dann promovieren, gleichzeitig Kinder kriegen und so weiter und so fort. Da waren auch Zumutungen an mich und auch an meine Partnerschaft, an die Kinder und alle dabei. Und bis heute hält es an, dass es immer auch noch so einen gewissen Drive oder Drang gibt, da über die Grenzen zu gehen oder so. Und ich merke aber eben auch, das Gefühl dazu verändert sich und die Wertigkeit verändert sich tatsächlich. Und einfach im Garten zu sein und irgendwie die Rose zu schneiden oder mich dran zu erfreuen, solche Dinge gewinnen an gefühltem Eigenwert, nicht so theoretisch, ich sollte auch mal locker machen oder so, sondern es wird zum Bedürfnis. Und weil du gesagt hast, die Bücher der Älteren, ich weiß den Autor jetzt nicht mehr, aber ich hatte neulich einer Freundin gesagt, dass sich für mich eigentlich so eine Öffnung bemerke, ich würde gerne wieder spiritueller, also einen spirituelleren Zugang zum Leben haben, ganz stark getragen durch das Zeitgeschehen, ja, ein Orientierungspunkt, der irgendwie außerhalb meiner selbst oder diesem Getöse hier irgendwie liegt. Und dann ging es so drum, wie können wir uns dem nähern? Und dann hat sie mir zum Geburtstag ein Buch geschenkt vom Franziskanermönch auf Englisch. Ich weiß ihn leider jetzt nicht mehr auswendig, muss ich mal nochmal nachschauen vielleicht. Und der hat es so beschrieben, unter anderem, dass die erste Lebenshälfte, dass die Energie ruhig auch so sich ausrichten kann, dass wir unser Ego aufbauen, ja, wie so ein Gefäß, ja, dass es auch so gut ist und gedacht ist, dass wir uns auch mal überanstrengen und dem Glück nachjagen oder dem Erfolg nachjagen und dass sozusagen die Spiritualität der zweiten Lebenshälfte eigentlich wieder darin besteht, dieses Ego loszulassen, ja, uns durchlässig zu werden. Und damit kann ich jetzt zum Zeitpunkt meines Lebens viel anfangen. Es klingt ein bisschen holzschnittartig jetzt, wie ich es gesagt habe, aber Ja. dass es was Zyklisches ist, so wie mit dem Sex. Ja? Ich würde da gerne noch einen letzten Punkt ergänzen, der mir gerade noch in den Kopf kam. Ich habe tatsächlich das Gefühl, also viele haben ja irgendwie Angst vorm Altern. Aha. So, ne? Ja. Oder Leute wollen nicht alt werden, wollen immer jung und knackig bleiben und so weiter und so fort. Und dann, wenn ich das aber mal so betrachte, oberflächlich, sehe ich tatsächlich viele ältere Menschen, mit denen ich hier auch zusammen arbeite, die super glücklich sind. Ja. Und ich sehe ganz, ganz viele Jüngere, die so, also denen Und geht's auch strange gut, aber ist. die haben nicht diese Lockerheit, die Ja. haben nicht dieses, ich habe wirklich, also irgendwo, also ich möchte auch nicht äußerlich älter werden, wollen wir alle nicht, aber so ist das Leben, ja. Aber irgendwo finde ich das auch schön und das gibt mir so eine Hoffnung, krass, die haben so eine Lebenserfahrung und ja, das ist schön zu sehen, so. Das ist schön zu sehen, ja. Ich habe gerade gedacht, dafür, dass du keine Vaterfigur so richtig hattest, fällt das über deinen Job, du lernst so viele Menschen kennen, du lässt ja auch alte Knacker hier ein und so weiter Voll. und mich, faltenreiches Wesen. Ach Quatsch. Ja, das ist, also ich finde es irgendwie schön, also weil das, wie du es gerade gesagt hast, dass du schon gut guckst und spürst, wie sind die denn drauf und was können wir davon lernen oder so. Ja. So habe ich dir gerade zugehört. Nicht gut. Angelika, am Ende des Podcasts stellen wir dieselbe Frage. Und zwar, stell dir vor, wir könnten jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken, den sie alle lesen würden. Welcher Satz wäre das? Oh Mann. Das war er noch nicht. Ja, das war er noch nicht. Habe ich Bedenkzeit? Da muss ich spontan antworten, ne? Das, was aus dir herauskommt. Mir fallen so Plattitüden ein. Ich hänge am meisten an dem Punkt mit der Sexualität. Die Sexualität als was zu betrachten, was das Leben
ganz organisch durchzieht, wo man nicht viel machen muss. Mhm. Ja. Das finde ich eine gute Botschaft. Wenn du es jetzt als Satz formulieren Okay, würdest, wie würdest du okay. es formulieren? Ah, oh je, oh je, oh je. Ah, jetzt werde ich nochmal eiskalt erwischt. Moment. Ich wage mich jetzt raus und sage, es kann glücklich machen, die Sexualität als was Organisches zu sehen, was das ganze Leben durchzieht, ohne dass wir viel dran machen müssen. Und du? Mein Satz. Hat mich noch keiner gefragt. Nach dem heutigen Gespräch jetzt so impulsiv. Ja. Vertraue, denn das Leben wird dir den Weg zeigen. Gut, liegen wir nah beieinander. Angelika, wo können die Menschen dich finden? Also in Karlsruhe, da habe ich eine Praxis. Die ist aber ziemlich voll. Mhm. Ich hoffe nicht, dass zu viele anklopfen werden. Dann können Sie mich finden in meinen Schriftzeugnissen. Auch wieder oldschool formuliert. Nämlich, also ich habe 5 Jahre lang eine Kolumne geschrieben für Zeit Online, die hieß Schlafzimmerblick. Und daraus ist ein Buch geworden. Mhm. Das kann man ganz so nebenher ein bisschen lesen. Und da gibt es auch ein paar Fachbücher über sexuelle Fantasien, über Sexualität von Frauen. Demnächst erscheint noch mal ein größeres Fachwerk zusammen mit Melanie Büttner über Sexualität, Sexualberatung und Sexualtherapie. Also ein episches Werk, wo viele Menschen dran mitwirken. Dann gibt es eine Online-Weiterbildung von mir bei Live Lessons. Mhm. Da geht es auch ums Thema Sexualität von Frauen, Lust und Lustlosigkeit. Ist eigentlich für TherapeutInnen gedacht, aber es gibt, glaube ich, Beifang für alle Menschen. Und dann mache ich sehr viel Weiterbildung in Heidelberg am Helmstedin-Institut für Fachpersonen, also für Therapeutinnen, einmal in Paartherapie mit meinem Kollegen zusammen und dann in Sexualtherapie. Da kann man mich auch finden. Manchmal halte ich einen Vortrag, manchmal komme ich im Podcast vor. Da kann man mich finden. Die Links zu Angelika finden in der Beschreibung. Angelika, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, es war schön bei dir. Vielen Dank für die Einladung, Leon. Danke.